Das ist der schwarze Van, in dem ich heute gepennt habe. Es war sehr angenehm, muss ich sagen, denn wir sind im Ostallgäu. Es wurde ein bisschen kalt, dann habe ich die Heizung hochgedreht. In der Nacht bin ich aufgewacht und musste sie wieder runterdrehen. Hallo, morgen. Guten Morgen. Darf ich mal gerade das Panorama hier zeigen? Ja, mit dem wacht ihr quasi jeden Morgen auf, oder? Ja, ähnlich. Also ich bin jetzt ein bisschen mit dem Fahrrad hergefahren. In Nesselwang ist ähnlich schön, aber man kann sich nicht beklagen tatsächlich. Das ist so, ja. Ihr habt eigentlich, sage ich mal, einen Traumjob hier. Ihr macht oder arbeitet dort, wo die Leute Urlaub machen. Und das ist ganz stark geprägt hier vom Tourismus, das Gebiet. Und da seid ihr auch recht happy mit, oder? Ja, absolut. Also wenn man nochmal 80, 100 Jahre zurückgeht hier im Allgäu, dann war die Region arm. Man hat viele Bauernhöfe gehabt, man hat schauen müssen, wie man das Essen auf den Tisch gekriegt hat. Und der Tourismus, der hat Wertschöpfung auf der einen Seite hier in die Region gebracht und auf der anderen Seite schon eine ganz hohe Lebensqualität in Form von, ja, man kann Skifahren, die Lifte, die Infrastruktur, man hat Einkaufsmöglichkeiten und da profitiert der Einheimische natürlich ungemein. Ja, ihr seid alle einheimisch. Ich habe gehört, ihr habt auch einen Zugereisten hier, der ist da aus Österreich, nämlich der Andi. Grüß dich, Andi. Hallo? Geht's dir gut? Ja, immer. Ja, immer. Sag mal, wir haben uns eben unterhalten. Ich glaube, ich brauche bei dir wahrscheinlich Untertitel. Ja, Ja, ein bisschen, aber das geht schon. Du bist, woher bist du? Vils? Ist das weit weg von hier? Nein, Nee. bloß 5 Kilometer. 5 Kilometer. Aber du bist dann in Österreich, du hast auch ein Kennzeichen, ein Österreicher Kennzeichen? Ja, genau. Okay, also gestandener Österreicher. Ist das ein Problem in Europa irgendwie? Nee, oder? Na, eigentlich nicht. Ihr habt drüben die Nova. Ja, aber Zahlst auch Nova? logisch. Hi. Freiwillig. Du bist ja Florian. Florian, dich haben wir kennengelernt. Was ist deine Aufgabe hier? Die Möbel bauen und eben dann den Allrounder umbauen. Das heißt das, ja. Wir filmen heute am 26. glaube ich, ja, Samstag. Ja. Und deine Aufgabe ist, du bist Zimmermeister. Ich bin Zimmermann. Aber, Zimmermann. Ja. Das Dach rausschneiden und so. So, wir gehen mal rein, denn das ist das Dach, das ist ein SCA-Dach und das besteht aus einem Hilfsrahmen, ohne den wird es gar nicht gehen. Ihr seid ziemlich happy, das ist nicht das billigste Dach, was ihr verwendet, oder? Das ist schon das Komfortdach. Ja, es gibt verschiedene Hersteller für das Fortdach. Das Dach vom SCA bietet halt den Vorteil, dass es hinter unglaublich hoch hebt. Also man hat hier einen Scherehub von 45 cm hinter und über 1 Meter vorne, was halt ein unglaubliches Volumen im Dach selber beim Schlafen schafft. Aber dann, wenn man es hochklappt, um die Wohnraumerweiterung zu generieren, auch ein unglaubliches Volumen innerhalb des Vans. Und das Dach ist auch qualitativ, also der Zeltbalk, dann aber auch der Stahlverstärkungsrahmen qualitativ aus meiner Sicht der Marktführer. Ja, das Dach ist aus GFK, das ist kein ABS oder irgendwas, sondern das ist für die Ewigkeit gebaut eigentlich, oder? Ja, es sollte für die Ewigkeit gebaut sein und wir haben immer gute Erfahrungen damit gemacht. Keine Probleme. Hier ist Solar drauf, das geht dann immer noch hoch mit der Solaranlage, mit den 19 Kilo, die jetzt drauf sind? Ja, also 19 Kilo sind es doch. 1,9. Ja, man muss ein bisschen differenzieren bei dem Dämpferhub. Der Dämpfer ist wärme-kälte-abhängig. Und ist eine kalte Außentemperatur, kann man natürlich nicht so viel aufs Dach schnallen, wie wenn eine warme Außentemperatur ist, weil die Energiedichte temperaturabhängig ist. Die Farbe, die macht ihr selber drauf eigentlich? Wir beziehen die Dächer immer gleich vom Hersteller, von SCA. Da wird es immer vorgelagert, der Arbeitsschritt lackiert. Achso, ihr sagt die Farbe, die ihr gerne hättet, oder? Ja, durch das, dass wir nur Ford Transit Custom bauen und auch lang im Vorlauf sind, können wir die Dächer immer gleich lackiert bestellen. So, wir gehen mal rein. Wir werden heute mal ein Loch in ein Dach schneiden. Klingt trivial, dauert aber weit über 1 Stunde und der Nicht-Fachmann, der braucht natürlich viel länger. Das ist ein Custom oder ist das ein Nutzfahrzeug? Das ist ein Ford Transit Custom, auch als PKW. Also als PKW. Das ist ein PKW Okay. als Basisfahrzeug. So, der TÜV kommt ja anschließend vorbei, macht ganz viele Fotos, macht Einzelabnahme von jedem Fahrzeug. Ja, macht eine Einzelabnahme von jedem Fahrzeug. Hat auch die ersten Schritte immer geprüft, hat die ersten Schritte begleitet. Dementsprechend weiß unser TÜV-Prüfer, was hier jetzt stattfindet vor der Kamera und kann das auch, denke ich, mit gutem Gewissen dann abnehmen und eintragen. So, da kommt euer Marketingmann. Der ist auch schon eingetroffen. Standesgemäß 15 Minuten zu spät. Ja, ich guck mal. Ich habe gerade moderiert, standesgemäß 15 Minuten zu spät. Ja, Standard. Genau. Standard, ja. Du kommst jetzt woher? Aus Kempten. Ich habe gerade noch das Motorrad eingeladen und das hat ein bisschen länger gedauert als Da geplant. ist ein Motorrad drin, im Camper. Genau. Weißt du was, das machen wir gleich. Ja.
Wir zeigen mal ganz kurz, hast du was mitgebracht? So irgendwas zum Essen? Heute nicht. Doch, Kaffeestück? ich habe noch Würstchen. Hast du noch Im Würstchen? Kühlschrank, ja, aber ich glaube, das dauert noch ein bisschen. Okay, das machen wir gleich fertig. So, jetzt zeigen wir mal das Dach einbauen. Du bist schon wie lange dabei jetzt? 1,5 Jahre, glaube ich, ja. Ja. So, der kam denn zu dir und du hast ihn dann überzeugt oder wie hast du das Team eigentlich zusammengebracht? Weil das ist ja schon ziemlich einmalig. Ja, wir kennen uns, also der Dani und ich, wir kennen uns schon lange vom Studium. Also wir haben in einer Veranstaltungshalle gearbeitet, in Kempten in einer Veranstaltungshalle. Und ich weiß nicht, wie alt waren wir da? 20 oder so? Ja, Also vor 3 Jahren. ja, ist schon eine Weile her jetzt tatsächlich. Aber dann haben sich die Wege wieder auseinanderentwickelt und jetzt, als der Dani zurückgekommen ist von einer längeren Reise durch Südamerika, haben wir uns kurz geschlossen und dann hat sich der Arbeitsplatz hier angeboten. Ja. Ihr seid grundverschieden, muss man sagen. Also du bist ja eher so ein Lebemann, der gern durch die Welt reist mit dem Motorrad. Ja, aber das hat er schon auch mit drin, der Andi. Hat er mit drin. Ja. So, da ist er jetzt. Du hast mir erzählt, du musstest den Rahmen noch ein bisschen modifizieren. Er hat nicht hundertprozentig gepasst, aber das kann man verschmerzen, oder? Ja. Sag mal, was hast du gemacht? Das Loch ein bisschen erweitert. Ich habe das Loch ein bisschen erweitert, ja, dass die Schrauben da leichter reinpassen. Der Rahmen, der kommt mit dem Dach mit. Der Rahmen kommt mit dem Dach mit, ja. So, der ist auch feuerverzinkt, wie man sieht. Ist die Qualität gut von Schweißarbeiten? Ja, die ist auf jeden Fall gut. So, heute werden wir es komplett machen. Ihr habt eine Schablone produziert. Der Andi wollte sie eben schon hochheben. Habe ich gedacht, nein, Andi, du musst jetzt noch kurz warten. Da hat er sich gefreut. Das habe ich in seinem Auge gesehen, ja, weil er hat sie schon hochgezogen. Die Schablone habt ihr auf euer CNC gefräst, geschnitten? Nee. Nein, die Schablone haben wir von Hand gemacht. Echt, das könnt ihr noch? Ja, natürlich. So Winkelanzeichen und so. Ja, sollte man noch hinbekommen, ja. So, und das heißt, die Schablone geht jetzt aufs Dach. Sollen wir das mal machen? Das ist das Auto, ihr habt es vorher abgeklebt. Problem ist ja immer, wenn du schneidest, entstehen Späne. Späne können rosten, das weißt du. Genau. Ja, deswegen sollte man alle Späne entfernen, oder? Die irgendwie anfallen. Die werden immer entfernt, ja. Abgesaugt und mit Magneten gefangen nachher. Magneten. Mit Magneten, ja. Okay, cool. Ja, bitteschön. Was da ist. Ist immer wieder spannend. Ja, ihr habt viel vor. Ihr habt rund 30 Autos, glaube ich, im Moment schon auf der Straße. Na, das sind schon deutlich mehr. Also, mehr. Ja, ich schätze, ich müsste nachschauen, also vielleicht 60, 65 Autos auf der Straße. Und jetzt, weil das so gut läuft bei uns und auch die Kunden sehr, sehr zufrieden sind, produzieren wir jetzt dieses Jahr auch 60 Autos. 60 Autos. Also wer sich auskennt, viele bauen ja einzeln aus. Das heißt, sie kaufen sich einen gebrauchten Van, schneiden dann das Dach selber rein, mit allem drum und dran. Und das ist nämlich gar nicht so easy. Ich steige mal gerade auf den Hocker drauf. Dann kann ich den Jungs mal zugucken. Arbeitsschritte, was ist jetzt zu machen? Erstmal die Schablone positionieren. Die Schablone positionieren. Du hast sie eben drauf geschmissen. Das spielt eigentlich keine Rolle, weil das Dach geht komplett weg. Sag mal, mit dem Blech, kommt da so ein Schrotti mal vorbei und holt die ab? Ja, es gibt einen Schrotthändler, man kann es aber auch zum Schrott bringen. Wir sammeln das halt immer und bringen es regelmäßig. Ja, das heißt, ihr habt jede Menge Bleche. Ja, wir haben jede Menge Bleche und wenn der Schrottpreis hoch ist, sage ich mal, ist die Freude bei uns auch hoch. So geil. Nee, wir haben tatsächlich nur einen älteren Mitarbeiter, der fährt für uns. Also der macht nur Fahrdienstarbeiten. Und das ist so eine prädestinierte Arbeit für ihn. So, ich komme mal gerade zu dir, dann kannst du mal ein bisschen erklären. Er hat nämlich jetzt das gerade mal positioniert und dann wird es festgeschraubt. Genau, wird dann festgeschraubt auf den Originalhaltepunkten von der Reling, wo der auch montiert werden kann. Das ist interessant. Er zieht sich dann nochmal bei. So, die Arbeitsweise, steht die im Handbuch von SCA oder habt ihr euch das selber mit der Schablone? In dem Fall haben wir uns das selber gemacht, ja, genau. Weil, wenn man jetzt halt hier nur einzeln aufbaut, dann legt man den Rahmen drauf, zeichnet es an, tut den Rahmen wieder runter. Das ist dann in dem Fall zu aufwendig, wenn man das mehrfach machen möchte. So, das heißt, es ist ja immer das gleiche Auto. Du hast dir jetzt ein Auto bestellt, das ist ein bisschen anders. Ich glaube, ein H2L2? Ja, genau. Ich habe die größere Variante genommen, weil ich habe halt 2 Kinder und ich wollte unbedingt den Allrad. Okay. Genau. Was geht denn? So, das heißt, der wird dann fest geschraubt. Es wird aber dann wahrscheinlich nicht mehr angezeichnet. Ihr schneidet dann direkt dran vorbei, oder wie? Das sehen wir gleich wahrscheinlich, ja. Also, Du weißt es nicht. ja, ich sehe es von hier auch nicht. Ja, also ich weiß es. Durch das, dass man jeden Schritt immer probiert zu modifizieren, wird schon eingezeichnet und dann gesägt.
Okay. Also der Andi zeichnet jetzt gerade alles an, dann kommt es weg, dann wird gesägt. Sag mal, ihr habt da oben einen Kran, so einen kleinen. Das ist ziemlich cool. Da könntet ihr jetzt auch so einen Laser demnächst entwickeln. Da könnt ihr statt irgendwie 70 Autos dann 700 bauen. Das heißt, der Laser lasert das dann Dachfeld raus. Ich muss dir erzählen, dass bei so einer Firma, wenn man 700 Autos baut, alles organisch mitwachsen muss. Und da muss Personal mitwachsen und die Fläche mitwachsen und so. Und Geht nicht. Ich sag mal, die 60 Autos, die sind passt. schon sportlich für uns. Ja. So, ich gehe mal hoch. Ich mache mal ganz kurz hier die Leiter ran. Kann ich nämlich mal hier drüber gucken. Sie haben angezeichnet. Das sind die Originallöcher, die hier drin sind. Das heißt, der hat schon, wahrscheinlich wie die Reling hat er Löcher. Ja, genau. Und auch so ist das Dach konzipiert, dass man in Anführungszeichen wenig falsch machen kann. Ja, es wird von Fachkräften ausgeführt und auf der anderen Seite natürlich in Bezug auf eine Aufbauanleitung erstmal überprüft und dann halt umgesetzt. Und sagen wir, das sind die Fixpunkte dann, dass man halt den richtigen Ausschnitt findet. Spannend. Euer LED-Licht hat ein starkes Moiré entwickelt mit dem Weiß. Das ist interessant. Aber jetzt geht's wieder. Also für alle Fachleute des Fotografierens, das sind die LED-Lampen. Und das ist ein interessanter Effekt, den ich noch nie hatte. Krass hier, guck mal. Du hast mittendrin eine Auslöschung im Bild. Bist du hier? Oh ja, krass. Ja, und wenn du dann hochgehst, ist er weg. Das heißt, die synchronisiert exakt mit dem, naja, ist nur für Fachleute. Wir belichten gerade mit einer Sechzigstel übrigens, den wir denn haben. So, ist es angezeichnet? Jetzt kommt die Seitenwechsel. Das ist ja gemein. Jetzt stehe ich hier. So, warte mal, ich gehe mal runter. Das ist wie bei meiner Frau, die sagt auch mal direkt absaugen, damit ja nicht. Ihr fangt jetzt wo an welche Stelle? Von hinten. Okay, also stehe ich hier gut. Ja, Brauche ich eine Schutzbrille? kann ich schon. Nein, ob ich eine brauche. Nein, Gut, schneid in die andere Richtung. gut. Ja, ich kann mir vorstellen, wenn einer praktisch sein eigenes Auto einmal schneidet, da hat er schon Angst. Oder? Ja, beim ersten Schnitt hat man ein bisschen Respekt. Akku ist voll im Kommen, oder? Der packt das? Ja, der packt es einwandfrei. Dachte ich am Anfang auch nicht, da ist die perfekte Maschine da dafür. Da ist so eine Bosch-Schablone drunter.
Cool, was machst du? Ich trenne die Holme von der Dachhaut ab. Herrlich. Die sind festgeklebt, oder? Die sind festgeklebt, ja. Genau. Boah, die sind sauschnell, oder? Ja, also die Vorbereitung, bis man so weit ist, dauert ja schon echt einige Zeit. Man muss die Sache gescheit abhängen, dass halt dann keine Späne auch in die Nischenteile fallen, außen und innen. Und dann kann man ja schon anfangen. Dann geht es aber recht schnell, bis der Ausschnitt mal da ist. Man wird aber später noch sehen, gerade auch die Klebeseite, Klebertrocknungsseite, das dauert dann insgesamt schon einen halben Tag oder Tag. So, jetzt hat es den Vorteil, dass du es auch mal siehst. Richtig. Ja, das sind so die Marketing-Leute, die haben das Arbeiten ja nicht erfunden, oder? Ja, jeder hat einen anderen Schwerpunkt. Nein, hier sieht man halt am Ende des Tages, da ist ein Aufstelldach drauf und vielleicht noch eine Standheizung montiert. Wenn der Dani irgendwas macht, das sieht man halt, oder sieht man hoffentlich dann langfristig. Genau. Aber es ist auch so, die sind ja wirklich wahnsinnig schnell, deswegen verpasst man das auch mal. Auch wenn wir hier eine gläserne Produktion haben, also unser Büro ist ja hier gleich ums Eck, man kann eigentlich zuschauen dabei. Aber wie gesagt, die sind so schnell, dass man es meistens verpasst. Der Gehörschutz ist dein Freund. So, jetzt stehen die Kollegen schon drunter, halten das Dach, oder wie? Wie meinst du? Jetzt stehen die Kollegen schon drunter und halten das Dach. Achso, du meinst von innen jetzt. Ich glaube, das dauert nicht mehr lang. In der Regel, da baut sie jetzt gleich so Stütze ein, also gibt es so Bausteher, dass es einfach nicht runterfällt. Ja? Und dann wird es rausgenommen. Also das sehen wir gleich, dürfte nicht mehr so lange dauern, hast recht.
So, hier vorne steht schon ein Möbel bereit. Genau. Das ist der Möbelblock für den sogenannten Allrounder. Man sieht hier, der Küchenblock haben wir unten in der Schreinerei schon vorbereitet und die ganze Seitenteile und Verkleidungsteile. Und ja, so wird das baukastenmäßig dann in unsere 2 Halle halt zusammengefügt. Wie gesagt, hier wird der Allrounder gemacht, in der Halle ein bisschen außerhalb der Camper. Wie stark, was du mit der CNC alles machen kannst. Also hier auch die Kanten anfräsen. Ja, ist wie immer im Leben. Man muss halt wissen, wie man sie bedient, gell? Aber da ist man bei den Kollegen schon richtig. Ja. Ja, das Konzept auch die, ich sag mal, Holzkanten offen zu lassen, das ist sehr angenehm, oder? Ja, es schafft auch der Langlebigkeitsvorteil, dass der Bus auch ziemlich lang schön wirken kann, weil du kannst ja nach 10 Jahren immer noch die Kante abschleifen und neu nachölen, dann hast du sozusagen ja, ein neues Möbel. Ja, weil die Oberfläche, die nachher mit CPL oder HPL beschichtet sind, je nachdem wie es der Kunde wünscht, die sind sehr, sehr robust. Und darum bleibt so als Ausgleichungsteil über die Jahre nur die Kante übrig. Der letzte Schnitt wird gemacht. Am Heck. Also wie man sagte, das Ganze wird gemacht mit einer Stichsäge. Nein. Krass. So, es hängt jetzt noch an den Holmen. Jetzt werden die Holme durchtrennt. Jetzt wird es spannend, ja. Wichtig ist ja das Thema Stabilität. Die Holme haben ja eine Funktion in der Mitte. Das heißt, das macht der Rahmen und das Dach wieder wett, oder? Ja, genau. Genau wegen dem, weil man die Stabilität aus dem Laderaum nimmt, wird der Stahlverstärkungsrahmen oben wieder eingesetzt, der das alles wieder verstärkt von unten nach oben. Ich glaube, das hier ist das erste Video, was mal komplett einen Einbau zeigt. Ja. Also, auch wo ich das erste Mal gesehen habe, habe ich fast schon gestaunt. Ich bin jetzt kein Metaller und auch kein ausgebildeter Handwerker. Und mich fasziniert es immer wieder, wie affin die 2 Kollegen da und genau, wie das bearbeitet. Echt toll. Und man muss auch sagen, die arbeiten, glaube ich, schon 10 oder 15 Jahre zusammen. Das ist ein Team, Hand in Hand läuft das. Da weiß jeder, was der andere macht.
So, wie schaut's? Rutscher, gleich kommt's runter. Gleich kommt's runter. Ja. Aber was ist da zu tun? Ihr seid ja meistens nur zu zweit, ihr habt Stützen, oder? Die ihr runterstellt, oder wie? Nein, wir heben das Dach halt raus. Ihr hebt's raus. Ja, so schwer ist es nicht. Cool. Das müssen wir natürlich filmen. Boah, es wird wieder leiser. Wenn du mal so nett bist, nimm mir mal gerade den Kopfhörer ab. So, mein Gehörschutz, der ist schon notwendig hier. Ja, absolut. Das ist natürlich auch ein bisschen kleinerer Raum hier. Da schallt das Ganze hin, das Ganze. Und vor allem hier unten auch, gell? Das fungiert als Trichter. Boah, es war schon ganz schön laut. Also, liebe Handwerker, denkt dran, immer Gehörschutz anziehen. Jetzt sind die Streben sind ja jetzt noch drin. Bleiben die drin? Nee, die kommen auch raus, oder? Die kommen auch raus, ja. Ich glaube, die hängt man einfach hier aus, so wie es aussieht. Genau. Die Streben, die werden ausgehangen, sagt er. Wie die Holme, oder? Oder was Die meinst du? Holme. Genau, hier hängt es aus, oder? Wie sieht das aus? Nö, die hängt man nicht aus, die sind zusammenpunktet. Die muss man abschneiden. Schneid's ab. Genau. Ah, guck mal da. So, zwischenzeitlich musste ich einmal die Batterie tauschen. Bitte um Vergebung. Wir wollten es ja am Stück filmen, aber krass, da wäre es doch viel einfacher, die Ford-Leute zu bitten, direkt ein Dach rauszusägen, oder? Ab Werk. Da wird man uns ein bisschen was sparen, ja. Aber wie gesagt, die Jungs haben das im Griff, die machen das schnell. So, Dach Nummer 73. Weg. So, jetzt können wir mal durchgucken. Jetzt haben wir ein Cabrio. Cool. Wenn du überlegst, wenn du so die Ausbauvideos siehst, dieses Jahr ab und zu mal so im Zeitraffer, wenn die immer nur am Wochenende Zeit haben, dann bauen die ja meistens so von März bis Oktober. Ja, das wird bei mir auch jetzt schneller gehen. Ja, aber da gehört schon viel dazu. Man braucht ja schon mal das richtige Werkzeug, dass man das bearbeiten kann. Das muss man im Baumarkt besorgen, dann braucht man Halle, man braucht einen Kran, man braucht, ja, man muss sich informieren, wie das funktioniert. Man braucht auch die rechtliche Gegebenheiten natürlich. Der TÜV muss das später ja auch eintragen. Auch an sowas müssen halt dann Leute denken, die halt so ein Aufstelldach auf eigene Faust einbauen. Und zudem, also ich würde es niemand empfehlen, selber zu machen. Ich würde immer einfach Hier lässt man jetzt einen kleinen Teil der Querstrebe stehen. Da wird dann später der Stahlverstärkungsrahmen auch noch angeknetet zusätzlich. Schafft auch nochmal Stabilität. Darum bleibt hier jetzt ein bisschen was stehen. So, wir zeigen mal genau die Tricks der Profis. Also wenn ihr euch ein Dach einbaut, macht es genau so. Denn habt ihr schon mal so, also man nennt das Opportunitätskosten entwickelt? Opportunitätskosten. Sachen, die ihr kaputt gemacht habt, um auszuprobieren, wie es geht. Ja, ich muss sagen, nein.
Das erste Dach, das wir aufgebaut haben, das haben wir zusammen mit einem sehr, sehr langjährig erfahrenen Kollege aus der Branche aufgebaut, der alle Tipps und Tricks nachher gleich vermittelt hat. Und dementsprechend jetzt auch mit dem Bruder, der ist jetzt heute da, der ist ja unser Metallermeister, die haben das noch ziemlich schnell im Griff gehabt. Jetzt gerade in Bezug auf das Aufstelldach. Bei anderen Sachen haben wir schon auch Lehrgeld gezahlt, ja. Beispiel, wo? Ja, ich bin da. Möbelbau war so das Thema. Man will eine Möbelzeile, die nicht knarzt, die nicht rüttelt, die nicht schüttelt. Und da gehört wirklich viel Entwicklung auch mit dazu. Man fängt irgendwie an, dann klappert es da, dann klappert es da. Dann braucht man mal 1,5 Jahre, bis man es wirklich geschafft hat, dass nichts mehr klappert. Ja. Man sollte in dem Job auch geräuschempfindlich sein. Das heißt, die Kunden, das ist okay, die kaufen bei euch ein Manufakturfahrzeug, das soll nicht klappern und nicht quietschen. Das ist... Ich kann mich noch gut an die erste Probefahrt oder erste Endabnahme von so einem Fahrzeug erinnern. Ist jetzt doch auch schon ein paar Jahre her. Da bin ich mit meiner Schwiegermutter, weil die recht geräuschsensibel ist, bin ich in der Gegend umeinander gefahren und sie hat mich auf alle Klapperstellen hingewiesen. Dementsprechend haben wir im Nachhinein dann... Schwiegermutter? Die Schwiegermutter, ja. Die ist jetzt so... Ja, jetzt ist sie 68 und also das ist jetzt ein paar Jahre her. Achso, sie hört jetzt eh nichts mehr. Ja, also, die, Leider viel zu viel. Ja, die wird in der Bergheit unterwegs sein. In den Bergen. In den Bergen, ja. Ich habe mir jetzt einen Hilti-Abbruchhammer gegönnt mit Akku. Und der ist stärker als der mit Strom, weil der mehr Drehmoment hat. Das ist wirklich so. Ja, und du kannst eine Stunde abreißen mit dem Bohrhammer und dann den Akku wechseln. Ja. Das ist unglaublich, was das mittlerweile geht mit Akku, oder? Ja, hast du eine Baustelle daheim, oder wie? Ja, ich musste für die Firma einen Pfeiler abreißen. Also wir bauen ja Videowände und Einfahrten und so weiter. Ja. Und da habe ich mir überlegt, naja, du willst dich ja sportlich betätigen, abreißen kann ich. Ja. Ja, also. Ich kann es kaputt machen, ja. Ja, dann hast du auch schon ausprobiert, der neue Hilti-Hammer, oder? Das ist der Hammer. Also es ist wirklich unglaublich. Es war auch so, dass der Verkäufer zu mir gesagt hat, dass der stärker ist als, und da habe ich es dann beide geholt, damit zwei Leute abreißen konnten. Ja. Und es ist wirklich so, dass der mit dem Akku, und der Akku lädt in 20 Minuten auf. Aber, mein Hilti spricht schon auch für gute Qualität, gell? Ich glaube 60 Volt hat er, das ist so irgendwie. Ja, wir arbeiten da mit einem 24 Volt System. Das ist der Hammer, wie das durchgeht, wie Butter, oder? Ja. Power. Ja, aber man muss immer wieder sagen, das müssen auch die richtigen Leute bedienen dann, ja. Also die wissen, was sie machen. So, was machst du? Noch zusätzliche Ecke rausschneiden, dass der Rahmen Platz hat. Das ist eine Blechschere. Ja. Das geht leichter. So, das ist ja wie ein Dosenöffner hier. Ja, Thema Rostschutz, wie geht ihr damit um Da anschließend? wird jetzt zuerst alles abgefasst und dann kommt eine Zinkpaste drauf. Okay. Da wird alles mit Zinkpaste eingepinselt. Ja, ich habe früher mal Fett drauf gemacht, ganz dick. Fett ist da jetzt nicht so gut. Nicht so Vor allem gut. stinkt es mit der Zeit nach dem Auto. Und es läuft raus, wenn es heiß wird. Also Zinkpaste, die gucken wir uns gleich mal an. Die kenne ich nur für mein Knie. Aber es ist eine andere, oder?
Ja, ein bisschen anders als wir vom Knie dir. So, das heißt, die wird jetzt erstmal abgeschliffen, alle Kanten. Ja, die ganze Kante hat hier einen Grat entfernen. Aber Du hast mir gerade einen Kinderwunsch erfüllt. Denn Auto zerstört. ich wollte schon immer mal ein Dach aus dem Auto. So, das ist die. Bisschen anders wie bei den Fußnägeln von meiner Großmutter. So, die Kollegen, die bereiten schon mal den Rahmen vor. Ihr bereitet den Rahmen vor und dann grundieren und primeren. Primere. Ja. Ich liebe deinen Dialekt, das ist der Hammer. So, das ist ja nicht schlimm, wenn es mal ein bisschen daneben geht. Das wird ja alles mit Zinkpaste. Das wird mit Zinkpaste und dann noch mit Kleber verfüllt. Also passiert nichts. Nein. Und jetzt dann Nicht, dass einer kommt und sagt, ach, die andere Seite. So, ich gehe mal raus. Jetzt macht er noch die andere Seite. Und ich guck mal gerade, wo der Rahmen ist. Da vorne ist der Hilfsrahmen. Da ist er. So, was ist hier zu machen? Hier muss man jetzt halt von dem Produktionsschmutz muss man den Rahmen jetzt mal befreien. Und dann wird der Primer aufgetragen, dass der eine bessere Verbindung eingeht, der Kleber und dann das Dach eben. Der Primer, was hat der für eine Aufgabe? Das heißt, das steht in der Anleitung wahrscheinlich vom Kleber drin, dass der Primer zu verwenden ist. Ja, man muss den Primer verwenden, dass halt der Kleber besser hält. Darf ich mal sehen, den Primer, den du hast? Genau, der da. Sika. Ja. Ist das gut, Sika? Ja, hervorragend. Perfekt geeignet für das. Und wird auch da vom Dachhersteller empfohlen. Wird wahrscheinlich immer teurer, oder? Ja, weil die Preise für die Chemikalien halt auch deutlich angestiegen sind jetzt in der Zeit. Ehrlich? Ja. Auch. Ja. Also für Silikone und so, das hat man in der Schreinerei dann schon auch gemerkt. So, bitteschön. Ich will dich nicht aufhalten. Er primert. Noch putzt er. Noch putzt er. Aber es ist interessant, wenn du die Schritte natürlich genau planst,
Hast du auch schon Arbeitswerte für die Schritte jeweils mal ermittelt aus Spaß, wo du sagst, so Referwerte? Ja, ganz am Anfang habe ich das gemacht. Also noch bevor wir das erste Auto gebaut haben, bin ich mit der Checkliste oder mit der Zeitliste nebenan gestanden, haben wir halt einfach mal, um grundlegend einschätzen zu können, wie viel Personalaufwand das ist, so ein Aufstelldach einzubauen, aber auch das ganze Auto zusammenzubauen. Jetzt gerade auch in der kleinen Serie, sag mal, auf jeden Fall mir das angeschaut und immer wieder halt überprüft. Ja. Das ist wichtig. Du hast das studiert, Betriebswirtschaft? Ja, genau, habe ich studiert, klar. Und ich war nachher im Anschluss ans Betriebswirtschaftsstudium, war ich auch, ja, ich weiß nicht, ich glaube 4 Jahre beim Roter Kreuz als Betriebswirt tätig. Gerade im Alterheim geht es ja oftmals um solche Sachen, Betriebsabläufe optimieren. Und das unterscheidet sich, also ich war beim Roter Kreuz, war da auch für Alter- und Behindertenheime zuständig, auch der Betriebswirtschaftssektor. Und da kann man schon viel im Transfer auch in die Branche übertragen. Ja. Das ist der Kleber? Nein, das ist der Primer. Das ist der Primer. Genau. Der wird jetzt eben aufgetragen da. Ich glaube, ganz wichtig ist, sich peinlich genau an die Arbeitsvorschritte Schritte zu halten vom Hersteller. Weil der weiß schon, wie es geht, aber viele sagen ja, gerade deutsche Männer müssen ja keine Betriebsanleitung lesen. Ja, das sehe ich anders. Also wir haben die Betriebsanleitung ganz am Anfang bald schon studiert und jetzt führen wir natürlich auch so eine Art Klebeprotokoll, dass man die ganze Arbeitsschritte dokumentiert und im Zweifelsfall ja auch nachweisen kann, dass man das ordentlich gemacht hat. Und auch hier haben wir so eine kleine Standardisierung. Ja. Ich glaube, so ganz schlimm ist es, wenn ein Hersteller sagt, es gibt den Kleber nicht mehr. Oder ich sag mal, ihr habt dann irgendwie Probleme, den zu kriegen und so weiter. Geht dann auf ein Ausgleichsprodukt und das funktioniert dann nicht so. Ja, es gibt schon verschiedene Hersteller von Kleber und wir haben auch da mal einen Test gemacht, haben mal probiert mit einem anderen Kleber zum Kleben, aber das sind manchmal und meistens so Kleinigkeiten, Spreu vom Weizen drin. Der Kleber damals, den wir ausprobiert haben, der bleicht im UV, also in der UV-Strahlung aus und dann sieht die Außenfuge beispielsweise nach einer gewissen Zeit nicht mehr ganz so gut aus, sodass man sich wirklich auch da an die entsprechende Kleber, die vorgeschlagen wird, halten muss, einfach um auch optisch ein schönes Fahrzeug dann langjährig zum haben. Ja. Ist der Rahmen denn zu sehen irgendwie später? Gar nicht, oder? Nee, der ist nicht zum Sehen. Aber hier der Primer, wo der Flori jetzt aufträgt, da geht es ja um den Haftgrund, dass der Kleber nachher ordentlich zwischen Rahmen und Karosserie haftet. Und darum ist das auch ein ganz wichtiger Arbeitsschritt, dass der sich nicht löst in der Verbindung. So, das hätte er ja mal vorbereiten können. Wir wollten aber extra heute mal ein Dach in Echtzeit einbauen. Das war uns ganz wichtig. Sowas hat noch nie einer gefilmt. Ja, also ich schaue mir auch gerne mal Videos an und ich habe es noch nie gesehen, dass es jemand gefilmt hat. Und das ist eine interessante Sache, auf jeden Fall, interessantes Handwerk. Liebe SCA-Leute, ich glaube, das Video ist doch mindestens ein Bonusdach wert für die Firma Southvan, oder? Ja, das hoffe ich. Die Leute vom SCA, wir kommen super gut aus. So, ich bin wir als Firma sind recht offen, alle gegenüber. Und auch da kommen wir echt toll aus. Und nochmal ein Lob an SCA, also die Decker sind echt einwandfrei. Du machst ja jetzt relativ viel Know-how-Transfer hier in dem Video, aber das ist kein Problem. Die Leute sollen ruhig mal sehen, wie viel Arbeit das ist, oder? Das können jetzt ruhig machen und wie gesagt, wir können mehr wie 60 Busse im Jahr produzieren, also von dem her. Wenn irgendjemand Lust hat, er will noch ein paar Busse bauen. Nee, und jetzt gerade SCA, das finde ich auch toll in der Händlerstruktur, da kann ja jeder Händler werden. Ja, okay. Die haben einen gewissen Stammpool an Händlern, auch das ist sehr gut flächendeckend dann aufgestellt, sodass wirklich alle Zipfel innerhalb Deutschlands und Europa abgedeckt sind über Fachhändler. Und wir sind halt so ein Fachhändler bei SCA jetzt. Genau. So, Primer, der wird sofort trocken. Der riecht ganz lecker, finde ich. Also ich war ja früher auch so ein Typ, der immer gerne an irgendwelchen Stiften geschnüffelt hat. Weißt du, ob du das auch warst? Nee, nicht so. Allerdings habe ich mir niemals irgendwas in eine Plastiktüte gemacht und daran geschnüffelt. Das habe ich nicht gemacht. Aber das ist schon so. Gibt es mal einen Tag, wo du das nicht so gut abkannst? Eigentlich nicht. Man gewöhnt sich an alles. Man gewöhnt sich an alles, sagt er. Es riecht so ein kleines bisschen wie Patex. So ja. Lösungsmittel halt, gell? Ja, schon. Ja, und ja, das muss er jetzt gerade eine Weile ausheben, weil der Primer, der jetzt bestimmt schon 5 Minuten oder sowas. Und dann später kommt das Dach auch noch dran. Also ich glaube, der Flori ist das schon gewöhnt, der Geruch. Okay.
So, die Verarbeitungsgeschwindigkeit von dem Kleber, ist das lang genug? Ja, wir arbeiten da mit einem recht modernen Kleber, den uns Sikaflex empfohlen hat. Der nennt sich Sika 268. Da ist die Durchtrocknungszeit einfach deutlich schneller über der herkömmliche Kleber. Darum können wir so ein Dach jetzt auch innerhalb eines Tages aufbauen. Prima. So, Hilfsrahmen, wir gehen nochmal rein, was hier drin passiert. Er bläst. Ich meine, das sind ja alles Stellen, die man nicht sieht. Die hätte er jetzt gar nicht behandeln müssen. Hätte er nicht müssen, aber es gehört sich halt, wie gesagt, wenn der Bruder jetzt noch da wäre, das ist so ein also der wäre noch dreimal mit der Pfeile drüber. Ja, das aber auch nicht. Also ich denke mir auch, was ich jetzt gemerkt habe, ich habe mal ein interessantes Erlebnis gehabt. Ich war campen und da haben wir ein Video gemacht von einem Film und ich habe ein Aufstelldach geöffnet und habe mir dann in den Finger geschnitten, weil nicht entgratet wurde an der Stelle. Echt passiert. Ja, deutscher Hersteller, ich sage jetzt mal keinen Namen, hat 5 Buchstaben und war wirklich so, dass dann anschließend, der war auch Handwerker, hat gesagt, da muss ich nochmal drüber gehen. War nicht entgratet. Ja, das geht dann natürlich nicht und vor allem an denen Fläche, die dann offen sichtbar sind und wo auch Verletzungs- und Gefahrenpotenzial besteht. Da ja, ich kam direkt dran. Ja, da muss man doppelt nacharbeiten. Also es hat mir jetzt nicht die Hand abgeschnitten, aber so, Zink von Wirth. Wirth ist dein Freund. Ich glaube, die Firma, die verdient ja echt einen goldenen Appel. Die kommen auch zu euch und füllen wieder auf, eigentlich Wirth? Ja, wir arbeiten mit Wirth und mit der Firma Förch zusammen. Also sind die 2 große etablierte, klar. Und der Service, der funktioniert einwandfrei. Also der Service funktioniert einwandfrei, der Preis passt schon auch. Der Preis auch. Ist gerechtfertigt, haben auch tolle Produkte, passt. Ja. So, und ja, das jetzt Zinkpaste, das ist quasi der Langzeit-Rostschutz und das funktioniert auch gut, also für 10, 20 Jahre. Bis jetzt ja. So, Zink 300 heißt es, bitte nicht trinken. Ist wahrscheinlich auch nicht ganz billig, so ein Döschen, oder? Da müsst ihr jetzt selber nachschauen, aber nee, also wir arbeiten da mit guten Produkten irgendwie. Das soll ein Dach für immer sein und Roststelle, das darf es nicht geben. Da muss man das beste Zeug nehmen. Das beste Zeug. Gut, wir werden ja heute noch 2 weitere Fahrzeuge filmen von Menschen, die euch deren Vertrauen gegeben haben. Wer kommt heute noch? Heute kommt noch die Familie Wandinger aus Leutkirch. Die haben bei uns auch einen schönen Camperbus gekauft und mal schauen, wie sie zum Auto stehen. Die haben sie schon lange nicht mehr getroffen. Wir haben auch Mitte oder Anfang letzten Jahres ausgeliefert und soll jetzt selber erzählen. Ja. Bin ganz gespannt, wir kommen super gut aus. Also, die kommen wann heute? Ja, die müsste jetzt dann kommen. Also jetzt haben wir so halb 10. Ja. So zwischen 10 und 11 kommen die, also bald. So, hier auf dem Land ist die Welt ja noch in Ordnung. Es gibt wahrscheinlich Lebensmittelladen, Bäcker. Ja, klar, gibt es alles, ja, freilich. Und ja, wahrscheinlich Familie Wandinger, die sind jetzt nur beim Frühstücken. Die haben selber eine Bäckerei. Ich Bäckermeister und Konditormeister und vielleicht war auch noch in der Backstube heute in der Früh, kann gut sein. Sag mal, das Fahrzeug, was am weitesten ging, wo war das hin? Wir haben bisher alle Fahrzeuge innerhalb Deutschlands verkauft und das weiteste war hinter Hamburg. Hinter Hamburg. Und wie ist der zu euch gekommen über eine Messe? Ja, auch über der Caravan-Salon Düsseldorf, also Messe Düsseldorf. Da gibt es dann Kunden, die schauen sich alle Fahrzeuge an und manche schreckt halt dann auch der geografisch weite Weg nicht ab. Und fand ich super, dass man uns das Vertrauen auch über die Distanz dann geschenkt hat. Ja. Ich glaube, das macht viel aus, dass man auch mal sehen kann, wie es gefertigt wird, weil das ist ja oft so die Sache, die du nicht siehst, wenn du so ein Auto kaufst. Und wie ist es denn wirklich gemacht unterm Blechkleid? Weil du kaufst ja auch das Basisfahrzeug mit und du willst ja auch nicht, dass das jetzt wesentlich beschädigt wird. Ja. Auf jeden Fall. Und auch hier bieten wir nachher gern, wenn ein Beratungstermin ist, dass man mal hier in Produktion kommen kann, sich das aus der Ferne anschauen und auch ein Gefühl dafür kriegt, wie die Qualität der Fertigung ist, ganz klar.
So, jetzt sieht man hier schön die Wärmebrücken, die entstehen, die da sind. Wie geht ihr damit um später mit dem Dämmmaterial? Ja, es wird alles mit Armaflex durchisoliert. Hier, da wird das Blech noch an die Niete oben, also das wird noch hochgenietet und an den Stahlverstärkungsrahmen nachgenietet. Und von oben hat das Dach dann so oder so eine PET-Schaum-Kernisolierung. Das heißt, dass das Dach dann auch isoliert ist. Das noch drauf kommt, das sehen wir ja dann. So, ich zeige mal gerade, also hier vom Hersteller, da ist schon ein bisschen was drin. Das ist wahrscheinlich nur, damit es nicht klappert. Ja, genau. Das ist so ein Antiklapper-Beschlagschutz. So, Thema Dröhnen, wie geht ihr damit um? Habt ihr da ein Problem? Also irgendwelches Alubutyl oder sowas, was ihr einbaut, braucht man nicht, oder? Hier. Nee, das braucht man hier. Wenn man sauber arbeitet und halt auch nachher Niete setzt und der Kleber vor allem dann auch zwischendurch dort, weil der Kleber ja auch nicht immer ganz fest ist, sondern auch eine gewisse Ausdehnungszone hat, dann federt der auf jeden Fall auch Stöße oder Geräuschpegel ab. Jetzt vor allem hier am Dach. So, ich guck mal gerade. Ah, da auf dem Sitz. Er macht jetzt überall Zink drauf. Ja, wenn ich denke, das kann natürlich auch gut zeigen, wenn man dann Blech mit Blech verschraubt oder so, dass Knautschzone entsteht. Aber da kommt später überall Kleber dann hin. Darum hört man da gar nichts. Sikaflex, macht ihr da viel mit? Ja, wir machen viel mit Sikaflex. Das ist ein ganz etablierter Kleber. Ist auch vorgeschlagen für den Fahrzeugbau, für den Eisenbau. Kommt ursprünglich, meine ich, aus dem Eisenbahnbau. Ja, wird in der Automobilbranche vorwiegend hergenommen und auch wir nehmen den Kleber, weil er sich einfach bewährt hat und auch SCA vorschlägt, dass man mit dem aufbauen soll. Der Vorteil ist, er härtet nie ganz aus. Das ist, bleibt also auch über ganz lange Zeit elastisch, damit er auch dicht bleibt. Man sollte auch beim Kleber nicht zu wenig verwenden. Das steht genau in der Anleitung drin. Genau. Und wenn er mal ein bisschen rauskommt, das ist ein Qualitätsmerkmal, habe ich gehört. Man hat genug verwendet. Ja, das kann man jetzt so oder so sehen. Optisch wahrscheinlich nicht, aber die Außenfuge, die wird ja so oder so dann nochmal neu gezogen, sodass das Außen immer gleich ausschaut. Wir spritzen auf jeden Fall alle sehen wir ja dann später bestimmt noch, alle Knautschzonen aus. Ja, Knautschzone und Freizone, sodass mit Sicherheit das Dach keinen Geräuschpegel hat und auch dicht ist. Das ist, glaube ich, wichtig. Also schlimm ist, wenn irgendwas offen bleibt. Das heißt, ihr füllt auch wirklich alle Hohlräume nochmal aus, oder? Ja, klar. Also wenn der Stahlrahmen jetzt draufkommt, dann wird das wirklich ordentlich ausgespritzt. Da kommt unten der Klebeband drauf, alles wird ausgespritzt. Und wenn das dann ausgespritzt ist, dann hat man sozusagen die positive Eigenschaften, wo man gerade genannt hat. Komm, wir gehen mal raus, dann zeigen wir mal so eine Fuge. Ich hasse ja nichts mehr als Fugen ziehen, weil ich es nicht kann. Sollte man es auch besser den Profis überlassen. Es gibt ja eigene Fugenteams in Bädern, das kennt ihr? Ja. Ja, wenn wir hier, schauen wir mal. Komm mal grad. Schauen wir mal, hier haben wir jetzt verschiedene Busse und wenn hier keine Kederleiste dran ist, hier zum Beispiel, da sehen wir es ganz gut, die Fuge. Ja. Ach stimmt, ja, auf der Seite, wo die Markise ist, ist keine Kederleiste. Und auch hier, weil ich vorher gesagt habe, das kann gut sein, dass so eine Fuge mal ausbleicht. Da muss man jetzt halt der richtige UV-beständige Kleber nehmen, dass die lange schön bleibt. Ja. Und das ist jetzt so eine Dachfuge, die ganz am Schluss noch gezogen wird. Und dann ist ganz unten alles ausgespritzt, auch noch mit Sikaflex. Endkontrolle, wer macht die bei euch? Ich mache das immer selber. Du? Ich mache jede Endabnahme an den Fahrzeugen. Und wenn es da irgendwelchen Nachbesserungsbedarf gibt, dann setzen wir es noch klar zielführend und schnell um. Ja, aber ich mache das selber. Wir haben da so ein Abnahmeprotokoll, das wir beide erstellt haben. Und da wird dann abgehakt, noch eine Probefahrt gemacht. Die fahren wir auch gerne mal 30 Kilometer, weil erst nach ein paar Kilometern merkt man dann auch richtig, ob es noch irgendwelche Klapperstellen oder Nachbesserungsstellen an so einem Auto gibt. So, das ist ja mal ein Ausblick. Da vorne der Berg, wie heißt der weiße? Rechts? Das ist der Breitenberg und das ist der Agenstein. Ja, und das ist Brentenjoch. Und dahinter ist Füsserner Jöchle, da sind wir dann schon in Österreich im Tannheimer Tal. So, da unten kommt ein Reisemobil. Sind hier viele Reisemobile unterwegs? Ja, hier sind viele unterwegs und oftmals kommt da jemand und will dann für sein Reisemobil bei uns irgendwie einen Tisch oder eine Nachbesserung oder sonst irgendwas. Nein, das gibt es nicht, aber trotzdem freuen wir uns immer wieder, wenn mal ein Gast wenn ihr kommt. Nein sagen könnt. Ja, genau. Das ist so, ja, weil... Es kann gut sein, dass das Reisemobil jetzt bei uns gleich haltet und irgendwie fragt, ob man was machen können. So, wir werden gleich ein eigenes Video drehen. Übrigens, das ist dein Motorrad? Genau, ja. Was sind das für eins? Das ist eine Urban GS. Ein was? Eine BMW. Ein BMW, okay. Ach, eine Gummikuh, okay. Krass, das heißt, du kannst nicht ganz tief in die Kurve, geht nicht. Nee, der ist eher zum Cruisen auch, so ein bisschen.
der Boxer hier. Hubraum, was hat der? 700? 1200. 1200? Ja. Hast du die Männervariante? Ja, die war halt so verfügbar. Ist wahrscheinlich auf 27 PS, weil du den großen Führerschein nicht hast. Naja, ich Hast habe den? den großen, ja. Okay. Ja, cool. Und das ist jetzt hier drin. Jetzt könntest du ja oben schlafen. Das könntest du auch machen. Ist es praktikabel hier, die kurze Auffahrrampe eigentlich? Klappt das gut? Wir haben es bisher eigentlich immer mit einer längeren gemacht. Genau, die haben wir jetzt mal ausprobiert. Das geht auch, aber die ist ein bisschen kurz, ja. Weil das Ding wiegt ja schon ein bisschen was. Der Schwerpunkt ist eigentlich sehr tief, oder? Von dem? Ja, also wir haben da auch um die 220 Kilo. Also, Gut, lässt sich aber handeln wie ein Leichtkraftrad, oder? Also die super Handling hat das Motorrad. Also, So, ist das jetzt praktikabel, wie du es jetzt festgemacht hast mit allem drum und dran? Und die Frage ist auch, die Airline-Schienen, die halten das aus? Ja, die halten das problemlos aus. Also mir verkeilert den Schnirle-Boden. Also der Boden kommt vom Hersteller Schnirle aus Augsburg, gleich wie die Sitzbank. Das ist ein Komplettsystem. Den verkeilern wir unten noch mit Querprofile und dann wird die Schiene angeklebt. Und Die kann nicht ausreißen, oder? Die kann nicht rausreißen, ganz sicher. Also da passiert viel, bevor die Schiene ausreißt. So, jetzt werden wir gleich mal ein kurzes Video zeigen, denn das ist ja natürlich eine Anwendung, die viele Motorradfahrer haben, die mal unterwegs sind, pure Freiheit erleben auf einem Campingplatz. Was waren denn schon für schöne Sachen, die du erlebt hast mit dem Camping und Motorrad? Camping, Motorrad, tatsächlich, ich nutze es eigentlich eher zum Überführen. Wenn man sieht, das Motorrad ist erst im April zugelassen, von dem her ist es eigentlich auch praktisch von A nach B damit zu fahren. Ist das neu? Nee, das ist schon ein bisschen älter. Ja, 1,5 Jahre ist es, glaube ich, alt, genau. Ich kann sagen, wenn man hier arbeitet, das geht ja nicht, oder? Ein neues Motorrad. Ja, weil Er lacht. So, ihr habt viel vor, muss man sagen. 60 Fahrzeuge im Jahr. Wir gehen noch mal rein, wie die Schritte weitergegangen sind. Ja, es ist tolles Wetter heute am 26. März 2022. So, wieso steht hier Instandhaltung? Das weiß ich nicht. Ehrlich. Vielleicht war es ein Spaß. So. Als Gedankestütze, dass man das mal wieder machen muss an der Rahmenheise. Ich weiß es nicht. Instandhaltung. Ja, das Geniale ist, ihr seid ja ein kleines Team. Das heißt, du kennst wahrscheinlich auch die Vornamen sämtlicher Mitarbeiter, die hier arbeiten. Ja, und der Vorname der Kinder und der Frau und sonstige Geheimnisse wahrscheinlich auch, ja. Ja, aber ist das nicht so, wenn man so ein ganz kleines Team hat, der Chef mit dabei ist? Ich nehme an, dass du dich schon so ein bisschen auf eine Ebene stellst mit den Mitarbeitern. Ne? Aber einer muss ja einen Takt angeben. Durch das, dass wir ganz verschiedene Schwerpunkte haben, also ich voll der Betriebswirtschaftsschwerpunkt, ja, der Dani Marketing-Schwerpunkt und der Handwerker wirklich der Handwerker jetzt ist und die Dinge umsetzt, treffen wir uns natürlich mehrmals wöchentlich zum Team, aber jeder ist eigenverantwortlich dann für seine eigene Branche. Und Das ist schön, das heißt, er hat ein Ziel und das Ziel muss er erfüllen. Und Ja. du hast ja auch ein Ziel. Ich meine, du bist letztendlich auch verantwortlich dafür, dass die Leute ihr Geld kriegen und alles gerade läuft. Bei uns macht halt jeder das, was er gut kann. Und ich bin halt studierter Betriebswirt, ich mache Betriebswirtschaft. Hier haben wir lauter Handwerksmeister irgendwie am Werk, die wissen, wie man handwerkt. Also ich mische mich da nicht ein, weil die können das besser wie ich. Wenn ich so ein Auto bestelle, ist da was zu bezahlen am Anfang, Anzahlung? Ja, wir haben immer Anzahlungen in Höhe von 20%. Der Rest wird nachher nach Übergabe fällig. Okay. Und da machen wir auch so ein Übergabeprotokoll, weil das ist ja wiederum wichtig für die Beweislast. Und erst danach wird dann die Restzahlung geleistet. Du bist ja, ich sag mal, in der Gewährleistung mit drin. Wenn du mich mal gerade mal aufklärst, jetzt ist ja, ich sag mal, die Beweislastumkehr ist jetzt auf 1 Jahr erweitert worden. Was war das für ein Unterschied? Waren, glaube ich, vorher 6 Monate? Ja, die Beweislast, die beschreibt ja, wer wem was im Rechtsstreit beweisen muss. Ja, und bis zur Übergabe sind wir in der Beweislast, dass wir ein ordentliches Fahrzeug abliefert. So, und im Zuge der Unterschrift des Übergabeprotokolls ist der Kunde in der Beweislast zum Zeigen, dass wir irgendwas nicht ordentlich gemacht haben. So, und das dann halt innerhalb einer gewissen Frist. Was aber unabhängig von der Beweislast natürlich zum Trage kommen muss, ist, dass man ordentliche Arbeit abliefert und dass innerhalb der Gewährleistungszeit nichts kommt. Und das ist unser Anspruch. Ich denke, das ist auch der Grund, warum ihr zum Beispiel viele Schritte dokumentiert, dass ihr sagt, wir haben das ordentlich gemacht. Viele gehen hin, rüsten Zubehörteile selber nach und machen da Fehler. Das ist leider so. Oder Firmen rüsten das nach, die zum Beispiel in Spanien unterwegs sind, wir bauen euch Sattanlage ein. Ja, also
wir als Hersteller, wir müssen natürlich die Dinge rechtlich dokumentieren. Und das machen wir auch. Wir haben ausgebildete Klebefachpraktiker, Klebefachkräfte, Meister. Und dann auch wenn das am einen oder anderen manchmal nicht ganz so passt, wenn man halt lieber weiterarbeiten wird, muss man die Dokumentationsarbeit als genauso wichtiger Bestandteil der Aufbauarbeit sehen, wie die Arbeit selber. So, da hinten wird irgendwas gemacht. Wir gehen mal gucken. Boah, ich kann es nicht sehen. Du weißt, was er macht? Ja, er bohrt ein Loch oder er fräst ein Loch aus für den DAB-Empfänger. Ja, der DAB-Empfänger wird vom Fahrzeugdach, das ja jetzt ausgeschnitten ist, oben aufs GFK dann gepinnt, dass man ordentliche DAB-Empfang hat. Und das funktioniert danach noch auf GFK? Ja, das funktioniert gut. Ja. Okay. Also das kann auch daran liegen, dass das ein Ford-DAB-Sender ist. Ich weiß, bei anderen Fabrikaten funktioniert das nicht ganz so ordentlich. Hier funktioniert es einwandfrei. Das GFK, das ist ja ganz wichtig. Wird wahrscheinlich dann noch mit der Masse verbunden. Genau, mit der Masse, genau. Ja, der DAB-Sender, der hat gleich direkte Masse mit dabei. Die ist schon verbunden dann. Man versetzt den eigentlich nur nach oben. Okay. Ja, auch hier haben wir einige Dinge dann ausprobiert. Aber der Sender, der scheint beim Ford tatsächlich so ausgestattet zu sein, dass er optimal sendet, auch auf GFK. Ja, ich kenne andere Fabrikate, da muss man nur Metallblech nachmachen. Okay. Loch ist drin, da oben ist die Hebeeinrichtung. Sehr praktisch, oder? Ja, schon. Das Dach wiegt wahrscheinlich ein bisschen was. Ja, das wiegt was. Insgesamt sind die so mit 75 Kilo angeheben, mit Stahlverstärkungsrahmen. Gell. Das muss man dann natürlich auch beachten im Zuge des Kaufes des Basisfahrzeugs. Bei nochmal Umbau, da wiegt das Fahrzeug ja deutlich mehr. Und wenn man dann noch Campingartikel einladen will, dann kommt man oft mal an die Zuladungsgrenze und das zulässige Gesamtgewicht wird überschritten. Darum haben wir bei unseren Ford-Fahrzeugen immer 3 Tonner plus. Jetzt ist ja wichtig, ihr wiegt jedes Fahrzeug nach der Auslieferung nochmal neu? Nee, durch das, dass wir eine kleine Serie haben wir die Fahrzeuge pro Typ einmal gewogen. Und jetzt wird immer wieder das Leergewicht übernommen. Die wiegen eher weniger als mehr, als drinsteht? Bitte? Die wiegen eher weniger als mehr, als drinsteht im Fahrzeugschein? Das heißt, es gibt ja eine große Diskussion von Fahrzeugen, da steht dann drin 2,9 und die kommen dann auf die Waage und wiegen dann auf einmal wie von Geisterhand 3,1. Das gibt's nicht da. Also wir sind wirklich auf die Waage gefahren und da muss man dann auch so Statut, also Vorschriften vom TÜV erfüllen. Erstens, der Tank muss voll sein. Zweitens, ein Fahrer mit 75 Kilo wird hinzugerechnet und so wird Du. Ja. Und so wird es dann eingetragen. Also der Fahrer mit 75 Kilo, ein voller Tank, Flüssigkeit da voll und so wird das eintragen in den Fahrzeugschein. Und da gibt es jetzt keine Knautsch- oder Ausweichzone. Das ist halt so, wie es drin steht. Achslasten ist ja auch ein wichtiges Thema. Das heißt also, du hast mir erzählt, der ist vorne schon sehr schwer. Das heißt, ihr müsst aber auch schauen, dass die Gewichte dann möglichst auf der Hinterachse sind, ne, die jetzt dazukommen. Jein, durch das, dass das Fahrzeug, wie er hier steht, das ist ein 3,2 Tonner und der da draußen ein 3,4 Tonner, die sind dazu gemacht, riesige Lasten zum Ziehen. Ja, und wenn da jetzt nur in Anführungszeichen eine Sitzbank drauf lastet, dann hat man da wenig. Das ist Kindergeburtstag für die, oder? Ja, das ist für die Fahrzeuge wirklich ein Witz. Habe ich verstanden. Aber das ist ja sehr wichtig, denn man will ja auch ein bisschen was mitnehmen. Und du hast ja, du hast wie viele Kinder jetzt? Eins? Ja, ein Sohn, ja. Ein Sohn und Sohn mit dabei, der wird ja auch größer. Die Personen wiegen ja ein bisschen was. Wenn wir hier sprechen über 6, 7 Personen, die man vielleicht im Alltag mitnehmen möchte, darf das Möbel auch nicht zu schwer sein. Das Coole ist, man kann alles rausnehmen bei euch oder vieles. Ja, in dem Allrounder-Modell ist man ganz flexibel unterwegs. Man kann vieles rausnehmen. Man kann ein Motorrad einladen, wie wir gerade gesehen haben. Ja, man kann die Sitzkonstellation so wählen, wie man es macht. Man muss halt dann schauen, wie ist das Fahrzeug zugelassen. Ist es als Wohnmobil zugelassen? Dürfen maximal jetzt hier 6 Sitzplätze eintragen werden. Ist er als PKW zugelassen? Dürfen bis zu 9 Sitzplätze eintragen werden. Auch auf Grundlage von dem zulässigen Gesamtgewicht, das noch zur Verfügung steht. Okay, aber Ziel ist ja für viele, das als Wohnmobil zuzulassen, damit die Versicherung etwas günstiger wird. Da vorne lagert ihr die Sitzbänke. Da habt ihr immer genug da? Wir haben immer genug da. Wir haben die ein bisschen außerhalb unserer anderen Halle noch. Da haben ja Leute 200 Quadratmeter nochmal Lagerfläche zur Verfügung. Weil wir haben jetzt wirklich für die nächsten 40 Autos Sachen auf Lager, weil sonst kannst du ja heutzutage nicht mehr ordentlich durchproduzieren. Und vor allem halt Betriebsabläufe gewährleisten und auch kaufmännisch wirtschaftlich ordentlich arbeiten. Klar.
So, da vorne ist ein kleines Baustellenradio, aber ihr habt hier eine Teufel-Surround-Anlage eingebaut. Ihr guckt hier schon mal Fernsehen oder Fußball-WM? Nee, aber wir treffen uns nach Feierabend natürlich auch regelmäßig und Party! na, Party nicht, aber wir tauschen uns über den Tag aus und das beim Augustiner Hell. Das ist gar nicht so schlecht, das Teufelsystem, habe ich gehört. Ja, also das war dann mal so eine Nachrüstkomponente. Verstehe. So, da oben ist auch der kleine Verstärker, der da ist. Ach, ein Onkyo, ein alter. Cool. Nee, gut, ihr wisst, wie man feiert. So, der Kollege ist da oben. Was machst du gerade? Jetzt wird die untere Dachschale jetzt geputzt und geprimert dann. Die untere Dachschale wird geputzt und geprimert. Eingedeutscht. Geprimert. Geboostert. Ja, geprimert. So, jetzt mal gerade schauen. Hier unten, da ist der Primer, wird schon langsam trocken. Ja, und genau der gleiche Arbeitsvorgang, wie wir hier gesehen haben, findet jetzt an der Gegenseite oben statt. Ja, also genau das Gleiche. Und zwischendurch kommt der Kleber. Man hat auf beide Seiten ordentlichen Haftgrund, geputzt, einen Haftgrund, der Kleber haftet und jetzt wird das von beiden Seiten nachher verklebt. Also ordentlich verarbeitet. Ja, wir sehen uns gleich. Vielen Dank fürs Einschalten. Bis in ca. 10 Minuten, wenn wir die Hochzeit dann mal filmen. Jetzt kommt der erste Hilfsrahmen drauf, oder? Jetzt kommt der Hilfsrahmen drauf, danach gibt es die eigentliche Hochzeit. Also Hochzeit 1, Hilfsrahmen, Hochzeit 2, GFK-Schale oben drauf. Er lacht, denn du hast ein bisschen was gearbeitet. Paar Sachen musste man nicht unbedingt zeigen, weil es immer die gleichen Vorgänge waren. Was hast du gemacht? Ja, die Dachschale eben nur geprimert und dann halt Gasdruckdämpfer eingehängt. Das war's dann schon. Sie steht schon oben, du hast einen ersten Test gemacht. Das hat jetzt ein bisschen gedauert, eine Stunde ungefähr. Geprimert heißt, du hast den gleichen schwarzen Lack aufgetragen von der anderen Seite. Ja, genau. Gehört auf beide Seiten, die wo man dann verklebt. So, der Kollege ist auch fertig mit der Zinkpaste. Er hat alles komplett aufgetragen. Ihr habt hier nochmal gesaugt hier innen drin. Ihr werdet dann mit dem Magneten ganz am Schluss nochmal alle Späne aufsammeln. Ja, das machen wir genau. So, was ist das hier, Power Cure? Das ist die Pistole, mit der wo man dann halt den Kleber aufträgt. Da werden dann die zwei Komponenten vermischt. Elektrisch. Ja, elektrisch. Das ist ein Teil. Ihr habt einen unglaublichen Kleberverbrauch. Ja, es geht. Man spart so gut man kann. Spart so gut man kann. So, jetzt wird der Hilfsrahmen drauf gemacht. Das Gewicht vom Rahmen ungefähr? Irgendwas um die 20 Kilo. Schätze ich. Geht. Könnt ihr mit 2 Leuten einfach drauf machen? Ja, natürlich. So, jetzt bin ich mal gespannt. Du hast mir auch erzählt, alles ist nicht immer so hundertprozentig. Ab und zu könnte es passieren, dass ein Schraubloch nicht hundertprozentig ist, dann wird es angepasst. Genau, da bleibt einem dann nichts anderes übrig. Aber es ist halt so das Beste, was es gibt. Und ja, ich würde mal behaupten, so die Fertigungsgenauigkeiten der Autowerke, die bedingt es halt, dass dann die Löcher mal so 1-2 Millimeter nebendran sind. 1-2 Millimeter ist aber für Metallbauer schon ein Albtraum, oder? In dem Fall geht's. So, da habt ihr einen Hilfsrahmen gebaut? Ja, genau. Weil mit dem Teil, wenn man das zwischen reinspannt, dann lässt sich das viel stabiler positionieren. Das ist wichtig. Das sind aber alles so Sachen, die haben sich jetzt ergeben. Kannst du dir vorstellen, die nächsten 5 Jahre das zu machen? Ja, momentan schon. Mal schauen, wie sich da noch der Markt so entwickelt, aber zum jetzigen Zeitpunkt macht es wirklich Spaß. Macht Spaß. So, jetzt wird das gespannt, auf Spannung. Ja, genau. Dass der Hilfsrahmen zwischendrin halt auch hält. Klopp mal rein. Ja, jetzt ist er drin. Euch ist noch nie ein Rahmen aufs Auto gekracht? Nee. Nein, bis jetzt noch nicht. Premiere heute. Wir hoffen es ja nicht. Ihr habt noch nie ein Auto zerstört? Nee, tatsächlich noch nicht. Also ist bis jetzt immer alles gut gegangen. Ja, man muss halt vorsichtig vorgehen, einen Schritt nach dem anderen machen, ja, und vielleicht auch leichter nochmal den Rahmen runternehmen, bevor er abstürzt. Also nein. So, das mit dem Primer, ich kann mir vorstellen, dass viele Leute sagen, der Kleber hält ja auch so. Nee, das ist ein wichtiger Arbeitsvorgang und vor allem wird er halt auch dann vom Sikaflex, wenn man verklebt, vorgeschrieben. Und gerade bei solchen Sachen, da halten wir uns natürlich an die Vorschriften. Sehr schön. So, wenn jetzt das Fett von deinen Fingern drankommt, das ist jetzt nicht mehr schlimm, oder? Die habe ich vorher sauber gewaschen. Hast du vorher kein Fett. sauber gewaschen, fettfreie Finger. Ist auch wichtig. Das heißt, Vorbereitung ist jetzt kein Witz. Du hast vorher die Finger gewaschen. Ja, natürlich. So, das ist der Hilfsrahmen.
Ist das gemein, wenn die Kamera dabei ist? Ja. Einmal Applaus bitte. Applaus. Ganz gut. War jetzt nicht so spektakulär. Aber jetzt können wir mal reingehen. So, ich guck mal gerade. Ja, aber ich glaube, ich weiß noch mittlerweile, was du meinst. Das sind so die Original-Schraubeinlässe, die drauf waren, oder? Ganz genau. Und das muss man halt jetzt dann ein bisschen verspannen und so, dann kriegt man es schon drauf. Sehr schön. Deutsche und Österreicher zusammen, klappt das? Das klappt hervorragend, ja. Gut, das heißt, es gibt hier laufend Manner, oder? Tatsächlich wohnen es geografisch ja auch nur 1 Kilometer Luftlinie auseinander hier. Ja, du hast das wahrscheinlich noch mitbekommen, die Grenzöffnung hier, dass es keine Grenzen mehr gab. Ja, Wie war das bei euch? gut. Es gab früher noch Zöllner. Weniger Ärger. Zöllner, vielleicht. Gab's das? Zöllner und nur mehr Stau. Und jetzt, man fährt einfach rüber. Ja. Ich bin ein bekennender Europäer, muss ich sagen. Ich habe in Luxemburg gearbeitet früher. Da war immer viel. Du warst immer noch ein bisschen zurück. Nachher wurde mir So, erzähl mal, was wird gemacht? Jetzt wird der Kleber aufgetragen. Auf der Unterseite. Ja, genau, auf der Unterseite. Und das sollte dann insgesamt ziemlich schnell vonstatten gehen, weil das ist ja 2 Komponenten Kleber und da hat man nicht, also maximal eine halbe Stunde offene Zeit. In der Zeit muss das verklebt sein. Okay. Ja. Und der wird auch hart, der Kleber. Der wird hart, ja. So richtig durchkartet, so 2-3 Stunden, dann ist der fertig. Okay. Egal wie dick der aufgetragen ist. Der muss an der Stelle nicht dicht sein. Der muss aber, ich sag mal, Kräfte aushalten können. Da kann ja, ich nehme an, auf dem Rahmen ist richtig Belastung, oder? Ja, da kommt da richtig Belastung auf, ja. Aber der Kleber hält. Das merkt man dann, wenn man mal an der falschen Stelle irgendwo eintaucht und will das dann wegbringen dann wieder. Flexen. Nein, mit scharfe Werkzeuge. So, ich nehme an, ihr müsst mittendrin die Kartuschen nochmal wechseln, oder? Ja. Noch geht's. Darf ich mal sehen, den Kleber einmal? Sikaflex Power Cure. Genau. Ach, die liefern auch gleich das Werkzeug mit. Ja. Die Schlauen. Es geht nur mit diesem Werkzeug. Das erinnert mich an andere Dinge. die Lizenz zum Gelddrucken. Das Zeug ist ziemlich teuer, oder? Das Sika? Im Vergleich zu anderen Produkten von Sika oder von Mitbewerbern jetzt im Kleberbereich ist die Kartusche nicht teuer, wenn man es runterrechnet. Natürlich die Spritzpistole, da muss man ein paar Autos machen, dass man die umlegen kann. Ja. Das ist schon ein geiles Teil. Drückst drauf. Ja. Hast mal eben 50 € weggespritzt. Ja, 30. Aber gut geschätzt, ja. Nee, das ist aber normal beim Dachaufbau, unabhängig vom Kleber jetzt, dass man ziemlich viel braucht. Jetzt mal eine Frage, das 2 Komponenten geht vollautomatisch oder wie? Du steckst das Ding rein und der mischt sich ja automatisch. Genau. Da ist vorne die Mischerdüse, wo man da extra braucht und da wird es dann vermischt, die 2 Komponenten.
Hightech, Ja. oder? So, spätestens jetzt werden die Leute sagen, was ist denn daran so spannend, Sika aufzutragen, aber ihr müsst euch immer in die Leute reinversetzen, die sowas mal selber bauen wollen. Ja. Spätestens jetzt stehe ich im Weg. Ach, das macht die automatisch, die. Die zieht wieder zurück, ja, dass es vorne nicht rausdrückt. Okay. Das ist für den Rahmen gleich fort. So, jetzt klärt mich auf. Was machst du gerade? Wichtiger Schritt. Jetzt wird der Rahmen ins Klebebett gelegt. Also bei mir schaut es ganz schlecht aus. Mal Schrauben, Stütze. So, was ist passiert? Nix. Jetzt wird geschraubt. Hinter nicht alles, Andi. Doch, Der Rahmen kommt in die Schrauben rein, wo die Lass nach. Achso, warte, ich hilf dir. wo die Dachhalterung reinkommt normal. Ja. Und das war das, was du eben sagtest, wenn es nicht 100% passt. Ja, die Schrauben sind immer noch ein bisschen. Wenn der Kleber ein bisschen reingeht, nicht schlimm. Na, das ist nach einer Schraubensicherung. Boah, ich glaube, deine Frau freut sich jeden Abend. Das hat länger auf den Finger. Hast du gar nicht aufgehört, oder? Noch nicht fest, oder? Doch. Gut. Jetzt laufen. Ein Bohrer? So, was. Du spannst das jetzt. Ja, genau, weil die Schraubenlöcher ein bisschen weiter sind, als wir das. Ein Neuner ist, gell? Was hast du jetzt gemacht? Jetzt müssen wir das Schraubenlöcher noch Finden. finden, genau. Ach, deswegen spannst du das ein bisschen. Ja. Gleich mal zurückführen. Du kannst auseinanderdrücken damit. Genau, dass wir die Schraubenlöcher genau treffen. Also der Hilfsrahmen wird hier mit diesem Zeug von der Marke Ucro, heißt das. Ja, die Leute, die wollen das genauso nachkaufen. Ein Auto. Gibt es aber von vielen Herstellern, die Stützen. Die Stützen. Ja. Die sind aber sehr flexibel hier mit dem Winkel. Das ist optimal, ja. Ein einfaches, gutes Werkzeug ist das. So, der Chef steht hier vorne, ist ganz begeistert. Ja, wirklich. Weil du fliegst wahrscheinlich normalerweise immer aus der Werkstatt raus, wenn du zugucken willst, oder? Weil zu viele Zuschauer sind auch nicht so gut. Ja, und vor allem, ich kümmere mich um meine Arbeit irgendwie. Also hier, das läuft alles selbstständig und ja, alles einwandfrei. Ja, drum gehe ich meistens meiner Schreibarbeit nach. Das ist schon spannend. Also wenn du siehst, da sind so 1-2 Millimeter, machen es direkt aus, oder? Ja, in dem Fall, wenn das Gewinde nicht gescheit ansetzt
macht das schon gleich mal ein bisschen Probleme. So, das war das nämlich, wo du mich vom Video gewarnt hast, gesagt, wenn das jetzt nicht hundertprozentig läuft, was machen wir dann? Genau. Was habe ich gesagt? Einfach weitermachen, weil das ganz normal ist und das immer noch das beste Produkt ist, wo man für Geld kaufen kann. So, da sind 2 drin. Ja, nächste. Gab es schon mal so einen Montagsrahmen, den ihr erwischt habt, wo Ja, da waren die Gewinde falsch gebohrt. Den musste man dann ersetzen. der war aber noch nicht festgeklebt dann, oder? Festgeklebt war er nicht, aber schon geprimert. Zu spät bemerkt. Du bist wenigstens ehrlich, hilft ja nichts. Ja. Der Kunde hat es aber nicht gemerkt. Das heißt, ihr habt den Rahmen ausgetauscht, fertig. Der war ja noch nicht aufs Dach geklebt. Also das hat mit dem Kunden in dem Fall noch gar nichts zu tun. Sag mal, wie geht ihr eigentlich damit um, wenn ihr jetzt ein Fahrzeug verkauft, was in einem halben Jahr ausgeliefert wird und die Preise steigen? Oder verkaufst du nur Fahrzeuge, wo alles komplett an Lager ist? Oder ist es dein Risiko? Nee, es geht hier um mehrere Warte, ich komm mal zu dir. Faktoren und Einflussfaktoren vor allem hier auf die Preisgestaltung. Klar muss man frühzeitig nachher, wenn die Fahrzeuge heute verkauft werden und erst später ausgeliefert werden, auf die Preissteigerung eingehen, gerade in der Energie oder auch beim Material. Auf der anderen Seite hilft uns der Lagerhaltung auch enorm weiter, weil die Güter, die wir heute kaufen, haben auch im halben Jahr noch den Wert oder den Einkaufswert, den man veranschlagt. Und bei uns gibt es sowas jetzt nicht, wie dass man der Preis, den man im Kaufvertrag miteinander vereinbart, im Nachhinein anpasst. Also das muss schon ordentlich kalkuliert sein im Vorfeld. Und wie gesagt, wir reagieren mit Lagerhaltung und einer ordentlichen Zuschlagskalkulation. Okay. So, da ist der Hilfsrahmen. Das Dach wird später an welchen Stellen eigentlich aufgeklebt? Jetzt halt auf den Stellen, wo auch jetzt halt schwarz geprimert sind und an der Dachkante außen. Überall, wo Primer ist, kommt auch der Kleber dann hin. Und das langt. Ja, das langt. Mehr Auflagepunkte hat das Dach nicht. Okay. Und jetzt sieht man schon auch, warum die Stabilität der Karosserie wiederhergestellt wird und gewährleistet wird, weil jetzt ist das Fahrzeug, oder jetzt ist der Rahmen dann, auch wenn man nochmal nietet nachher, als Stabilitätselement mit dem Fahrzeug verbunden und zwar geschraubt, geklebt und dann später genietet. Das ist auch das, was die meisten gar nicht sehen bei dem SCA-Dach. Die denken, das ist so ruckzuck mal eben drauf gemacht. Nein, so eine Dachmontage ist schon richtige Arbeit. Draußen sind schon Kunden, die witzigerweise in das Auto gucken, wo ich gerade heute Nacht gepennt habe. Wahrscheinlich werden sie es jetzt kaufen wollen. Ja, wird uns freuen, wenn sich ein Kunde für uns entscheidet und interessiert. Das ist jetzt auch wirklich das schwarze Auto. Schönes, auch vom Innenausbau. Darum zeigt es Dani jetzt der Kundschaft und hoffen wir mal, dass ein Kaufvertrag zustande kommt. Ja. So, hier vorne sieht man den Kleber, du sagst 30 Minuten, eine Stunde. Na, also 30 Minuten ist das Maximale. Dann ist er hart. Dann ist er nicht hart, aber dann hat er auf Kriegst das es nicht mehr Flächen ab. nicht mehr so die Klebekraft. So, das heißt, er hat jetzt hier die Stange, damit kann er es anpassen, auseinanderdrücken. Steht das im Handbuch drin, dass man eine Stange holen soll? Nein, das erarbeitet man sich selber. Genau, im Handbuch steht da davon nichts. Im Handbuch nach muss man wahrscheinlich auch nichts anpassen. Achso, man schmeißt es drauf und alles passt. Genau, so ist der Plan. So, da sind die Schrauben. Das heißt, man muss nichts bohren, das sind die Originallöcher. Genau, das ist alles, sind alles Originallöcher, die im Fahrzeug vorhanden sind. Also liebe Zuschauer, wenn ihr das selber machen wollt und euch das zutraut, macht's. Aber besorgt euch eine Halle am besten, denn draußen, es könnte ja mal regnen.
Ja, nicht nur das, man braucht die richtige Temperatur für den Kleber. Wenn man das nicht einhält, dann ist nicht gewährleistet, dass der Kleber genau das tut, was er soll, und zwar richtig kleben. Naja, der Rahmen ist ja nochmal verschraubt. Der hält ja dann nochmal an. Nein, da bin ich jetzt halt im Speziellen relativ kompromisslos, was das betrifft. Gott. Ein echter Handwerker halt. Ja, da hat er aber auch recht. Die Qualität und Leben. Ja, Ja. Wir haben schon drüber geredet, ich habe auch einen kleinen Sohn und das muss ordentlich verarbeitet sein und vor allem sicher, jetzt auch in der zweiten Reihe, weil da halt auch oftmals Kinder mitfahren. Ja, ganz klar. Es geht um den schlimmen Überschlag. Also es kann ja auch mal, was weiß ich, ein Baum drauf fallen oder irgendwas kann passieren und der Rahmen, der ist sehr stabil, verschweißt. Um den Überschlag, aber vor allem auch um den Auffahrunfall. Weil der Auffahrunfall, der ist doch ja, nach wie vor recht häufig. Ich behaupte mal, die kommt so schnell nicht mehr raus. Das ist absolute Premiere für mich. Ich habe schon so viele Aufstelldächer gefilmt, noch nie gesehen, wie eins eingebaut wurde. Am Ende des Tages muss ich euch noch was bezahlen. Das ist nicht vorgeschrieben, oder? Ah, doch schon auch. Der Kleber dazwischen ist aus meiner Sicht nicht vorgeschrieben, aber da sind wir ja schon darauf eingegangen, dass hier jetzt auch der Geräuschpegel dann minimiert wird und nicht mehr vorhanden ist. Und da kommen jetzt Nieten rein. Ah, okay. Also von unten Nieten rein, ja, wo einfach nochmal die Stabilität aus den Querholmen in der Rahmen ableitet und andersrum. Also drum sage ich auch geklebt, geschraubt, genietet. Warum nieten und nicht schrauben? Weil in dem Fall Nieten besser geht und zum Schluss hält es ja auch der Kleber dann. Das ist nur, dass man dann gleich einmal eine Verbindung hat. Und das steht tatsächlich so in der Anleitung. So, darf ich die Zange einmal kurz filmen? Die Nietzange. Das ist eine G-Sipa Powerbird Pro. Krass. Das macht Spaß, oder? Das war's. Die ist geil. So, Nur das Beste für das Dach. die wirft das nach vorne aus wieder? Nach hinten. Nach hinten, okay. Sammelt das. Sammelt das und zum Schluss kann man es dann. Das ist für deinen... Das ist dann für die Feuerwehr, weil bei mir wird Alteisen der Feuerwehr gespendet. Ich mag das Werkzeug. Das ist eine tolle Nietenzange. Ja. Ich nehme an, dass der Hersteller nur Nietenzangen macht. Spart viel Kraft. 2 Löcher brauchen wir. Ja, das Coole ist, es wird wahrscheinlich schon mit den Nieten allein halten, oder? Ja, aber ja. Nein. Nein. Es geht ja auch im Fahrzeug um Vibrationen und die fängt dann der Kleber ab. Okay. Genau.
Die Niete ist in dem Fall nur ein Hilfsmittel zur Verklebung. Okay, die hat also nichts zum Tragen. Nein, in diesem Fall nicht. So, vorne sind keine Nieten? Doch, Doch, doch. komm noch. Fehlen noch. Jetzt willst du aber wissen. Der restliche Kleber wird verschmiert. Das stimmt, da kommt das Dach ja drauf. Das würde stören, oder? Na, das ist nur, dass ein bisschen sauberer ausschaut und dass der Rahmen gescheit verklebt wird. Da wird jetzt so noch alles aufgefüllt. Dann ist er von daher auch schon. Ja. Sehr schön. Es gab da eine gewisse Lernkurve. Ja, natürlich, die gibt es immer. Am Anfang hat man dann auch noch Kleber verwendet, die nicht zweikomponentig waren. Dann hat man auch ein bisschen mehr Zeit. Du bist quasi die Zahnarzthelferin hier. Ich bin die Zahnarzthelfer. Mache ich das gut? Zwei Schraubzwinge reichen. Einwandfrei. Ach, du machst den ganzen Rand jetzt noch dicht. Ja. Der wird jetzt noch voll aufgefüllt, dass die Schwingungen auch weg sind und dass er dicht ist. Das steht auch im Handbuch. Ja. Dichtet hier jetzt nochmal auch die Rostkante, also die potenziell gefährdete Kante ab. Jetzt hat man Zinkpaste und dann noch einen Kleber drüber und dann rostet dann nichts mehr. Vorne ist ja auch ein wichtiger Bereich, da soll ja gar nichts reinkommen, weil da drückt das Wasser ja richtig an der Fahrt. Auf jeden Fall. Aber man hat ja vorne nochmal die Außerfuge dann, die auch sauber abgefugt, kein Wasser durchlässt. Also Aber trotzdem doppelt gemoppelt. man kann es so sehen oder halt, wir sind auf Nummer sicher, dass mit Sicherheit das Dach dicht ist. Das Einzige, was mir passiert ist, wovor ich warnen muss bei dem Dach, ist, wenn es nicht 100% geschlossen ist und es steht schräg. Da kann es durch den Regen sich vorne sammeln, das Wasser. Das ist mir einmal passiert. Also wenn es dann von hinten reinläuft. Das ist aber das kann bei euch nicht passieren, weil es ja auch dicht ist. Das heißt, die Lippe ist dicht bei euch. Ja, du hast auch, nehme ich an, ein VW-Dach gehabt. Ja, gell? VW-Dach, ja. Ja, das ist eine andere Systematik. Das VW-Dach hat das gleiche Nivellelement von außen nach innen. Also außen ist es gleich hoch wie innen und die Fuge, die dichtet quasi einen ebenen Spalt ab, auf einer Ebene. Das ist beim Fortdach anders. Da ist das Element der Außenkarosserie niedriger wie das Element des Dachs. So dichtet die Fuge seitlich ab, so kann auch nichts reinlaufen, weil das Dach an sich immer vielleicht einen Zentimeter erhöht ist. Das ist anders wie beim VW. So, das muss hier auch nicht perfekt aussehen, die Fuge, weil man sie nie wieder sehen wird. Das ist so, oder? Ja, also die Innerfuge tatsächlich, ja, da ist jetzt wichtig, dass man funktionale Effekte bedient, sprich, dass es dicht ist, sprich, dass es nicht rostet. Einen Schönheitspreis muss man hier jetzt in dem Fall nicht gewinnen. Außen die Fuge sieht man ja. Da. Aber Fugen ziehen muss auch gelernt sein. Wer zieht bei euch die Außenfugen? Durch das, dass wir zwei Haller haben, zieht in der einen Halle der Christian, unser Metaller, die Fuge. Und hier macht es entweder der Flori oder der Andi. Aber jetzt auch historisch bedingt aus Bäder oder aus Küchen und alles, unterscheidet sich die Fuge nicht groß. So, jetzt wird spätestens jetzt klar, warum ihr eine elektrische Nietenzange habt. Das ist natürlich interessant. Jetzt, wo er bohrt, muss da auch nichts behandelt werden, weil der Kleber überall reingeht, jetzt durch die Nieten. Der drückt sich mit rein. Ja, genau. Ja.
Und gerade hier vorne an der sensiblen Stelle, sag mal, ist es jetzt genietet. Klar, wenn auch nur ein schwacher Halt besteht, es ist geklebt und vorne geschraubt. Also da kann nichts passieren, ne? Da passiert. Dass sich das versehentlich mal kurz abhebt von alleine. Da geht's um andere Sache. Du siehst jetzt hier rechts und links die entsprechende Vorbohrungen für die Schnallen, wo man nachher die Dachoberschale nach unten zieht. Ja. Ja. Und wenn das nachher später nicht ordentlich eingestellt ist, dann kann schon sein, dass so ein Dach sich mal hebt. Aber hier der Stahlrahmen, der ist erstmal safe. Da sind die Schnallen. Das heißt, die sind wirklich mit einem geschweißten Stahl verbunden. Genau. Und die wird vor allem hier auch mit ordentlichen Maschinenschrauben nur festgebunden, sodass auch, wenn ein Unterdrucksog entsteht von der Aerodynamik raus und die Dachschale probiert sich anzuheben, gerade auf der Autobahn, hier alles einfach mit Maschinenschraube fixiert ist, dass die Schnalle sich nicht löst. So, der Kollege hat jetzt die Kartusche Nummer 3. 3? Jetzt kommt die dritte. 4, die 4. Heißt, ihr habt allein schon für 120 € mal eben Kleber vernichtet? Ja, das brennt ein Betriebswirt in der Seele, muss aber sein. Liebe Firma Sika, also wenn es Aktien gibt, man sollte sie kaufen. Denn den Handwerkern bleibt nichts anderes übrig, als euer Zeug zu verwenden, weil ihr das wohl so gut macht, ja. Cool. Ich mag diese Nietzange, die ist wirklich, die hat es mir richtig angetan. Wenn die gleich weg ist, ihr wisst, wo sie ist. Die war noch nie defekt, oder? Nein, Nein. hier funktioniert tadellos. Ist aber nicht so, dass nur die Nieten von Gesipa drauf passen, sondern... Das würden andere auch gehen, aber wir bleiben im System. Boah, ich mag Nieten, das ist irgendwie so, es hat so was Männliches. Ja. Gut. Das haben wir drauf. Ich kriege einen Anruf. Der Jan. So, der muss gleich nochmal angerufen werden. Ja, cool. Ja, die machen das echt gut. Warte, ich gehe mal hier runter. Ich darf nicht springen. Du weißt warum? Ja, Weil mein Gimbal zerstört wird, wenn ich springe. Geht tatsächlich aus. Ich habe schon mehrere Gimbals durch Runterspringen zerstört. Das ist hier die Stabi-Einrichtung. Ich meine, ihr seid jetzt Profis, ihr baut wirklich viele Dächer ein. Trotzdem ist das viel Arbeit. Jetzt kannst du dir vorstellen, wenn jemand das allein gemacht hat und sowas noch nie gemacht hat, dann ist so ein Video, glaube ich, hilfreich. Ja, das ist hilfreich. Und ich muss aber hier an der Stelle auch wahrscheinlich davon abraten, dass man es selber macht. Man muss sich auf jeden Fall und sollte sich Rat von einer Fachperson, zumindest vom Handwerker oder einfach einem Metaller holen, weil das ist nicht ganz einfach. Da muss man auf viele Dinge achten und klar ist auch, dass das dann auch sicherheitsrelevante Dinge sind. Gut, aber wenn einer sagt, hey, ich habe mindestens so viel Kenntnisse wie alle hier zusammen, so Leute sind ja gerade in Deutschland immer vorhanden. Ja, dann leiden sie an einem guten Selbstbewusstsein, ja. Ich kann alles. Ja, ich will damit nur zur Vorsicht mahnen. Also halt, es ist schwierig. SCA hat nicht umsonst Händler, die mal immer gern Aufstelldächer aufbauen. Wir bauen jetzt nur Fortdächer auf, klar für unsere eigenen Fahrzeuge, aber andere Händler. Und ich glaube aber schon, dass es Fachkräfte gibt, die das auch hinkriegen. Jawohl. So, nächster Punkt. Ist jetzt noch was zu machen eigentlich groß? Mit dem Rahmen sind wir durch, mit Nieten und noch ein bisschen. Sind wir ziemlich durch, ja. Sind wir ziemlich durch. So, Cut und gleich wird wahrscheinlich der nächste Schritt kommen. Kommt das Dach schon drauf? Genau, das kommt jetzt dann drauf. Das wird jetzt dann einmal aufgesetzt, um zu schauen, wie es von der Position her passt. Dann hebt man es nochmal ab, trägt Kleber rauf und dann kommt die echte Hochzeit. Du rufst mich. Es ist soweit. Die Hochzeit steht an. Hier ist Florian. Ja, genau. Warte, ich gebe dir mal ein bisschen Licht, dass man dann ein schönes Antlitz auch sieht, ja, was da ist. Und hier ist der Andi. Grüß dich, Andi. Grüß dich. So, und hier ist der Andi. Grüß dich, Andi. Ja, hallo, grüß dich. Hi. Ja, muss sagen, hier so auf dem Dorf, da kennt ja jeder jeden. Ihr habt aber wahrscheinlich unterschiedliche Väter, oder? Ja, klar, auf jeden Fall. Und ein unterschiedliches Alter noch. Zudem, nö, klar. Ländliche Struktur bedingt auch, dass jeder meistens jeden kennt oder schon was über der andere gehört hat. Oder etwas über den anderen gehört hat, ja. Das ist so ein bisschen
Ja, die machen das gut. Sind das Saugnäpfe? Was habt ihr dran? Das sind Unterdruck-Saugnäpfe, ja. Da kommen 4 Stück jetzt insgesamt hin. Da wird jetzt ein Vakuum aufgebaut, indem man draufpumpt. Ja, und die haltet jetzt das Dach. Wie gesagt, das hat jetzt wahrscheinlich im Oberglied so um die 50 Kilo. Das müssen sie halten. Jeder Saugnapf ist aber ein Läucher für über 100 Kilo Zirklasse. Da sind 4 drauf. Da sind 4 drauf, genau. Gott, kann nichts passieren. Immer ordentlicher Abstand, dann auch, wenn man so rechnet, auf irgendwie Gewichte, immer ordentlicher Abstand montiert, sodass das Dach jetzt gut getragen wird. Das habt ihr selber gebaut, Edelstahl? Ja, selber gebaut, jawohl. Dem Ingenieur ist nichts zu schwören. Ja, also hier, Ist aber interessant, wir können jetzt Ja. mal unter das Dach gucken. Guck mal. ja. Machen wir jetzt mal. Warte mal. Dass die Kollegen auch im Metallbereich sehr bewandt sind, haben sie den Kran auch in hervorragender Manier baut. Es gleitet. Gleitet wie von Geisterhand. Habt ihr keinen Motor eingebaut? Unglaublich. Das heißt, ihr müsst das Auto aber relativ gerade drüber parken dann. Ja. Genau. Das muss wirklich gerade sein, weil den Winkel, also den Neigungswinkel von hinten nach vorne. Ich zeige mal gerade hier unten drunter, dass man es einmal gerade sieht. Das Dach ist aus GFK, komplett geprimert ist es jetzt an den schwarzen Stellen. Es passt genau in die Mulden rein, die da sind. Ich komme erstmal hoch zu dir, Andi. Warte mal kurz. Denn ich will einmal gerade noch mal zeigen, die Verbindung. Ist es schwer zu halten? Nee, geht. Hält sich von allein. So, da ist eine Mulde drin und die Mulde passt natürlich witzigerweise genau da rein. Der Kleber kommt jetzt da rein, oder? Ja genau, überall wo jetzt halt am Dach geprimert ist, kommt dann der Kleber drauf. Okay. So, jetzt könnt ihr das sehen, so sieht das Dach aus. Schon sehr praktisch mit dem Kran, muss ich sagen. Ja. Jetzt gut. Ja. Gut, passt. So, deine Aufgabe ist erstmal zu checken, ob es grundsätzlich passt. Jetzt schauen, ob alles passt. Oder wir es aufgeht und das Dach ausrichten. Das ist jetzt schon gut, wir können fahren. Ja. Bloß kein Wind drauf. Also, das Dach wird später noch verschraubt eigentlich oder nur verklebt? Das wird in dem Fall nur verklebt, aber man sieht hier vorne jetzt auch an den Schnalle rechts und links, gell? Da kommt ja nur ein Riegel hin, der ist dann verschraubt und stabilisiert noch zusätzlich. Aber in erster Linie mal geklebt, ja. Okay, ja, es gibt ja heute Industriekleber. Ich glaube, die sind allen Schraubungen überleben mittlerweile. Das ist unglaublich, was es gibt, oder? Ja, Also also auch wieder Sika, der gleiche Kleber? das ist der gleiche Kleber, ja. Und der ist genau prädestiniert für den Fahrzeugbau, Eisenbahnbau. Genau für solche Nutzungszwecke wurde er entwickelt und geschaffen, ja. So, ich gehe mal raus. Dass die ja nichts machen, ohne dass ich das filme. Wir zeichnen jetzt nur Positionen. So, die Positionen zeichnen an. Ja. Das muss, weil wir müssen jetzt nochmal auflupfen. Das heißt hochheben, heißt das, oder? Ja, genau. Boah, ist das krass. Du machst jetzt aus diesem Van einen Campervan. Ja, jetzt mittelt sie das Dach aus. Jetzt wird von beiden Seiten nochmal gemessen, dass es auch wirklich exakt mittig dann positioniert ist. Ja, dann wird angezeichnet und die Zeichnungslinie, die wird dann später unten am Fahrzeug geprimert. Ja, nochmal zusätzlich geprimert und der Primer, der schafft dann auch die exakte Position, wo dann später wirklich das Dach mit Kleber draufkommt. Jetzt wird die Position festgelegt, die eigentliche Position. Ich denke mir, auch wenn der Kleber mal angezogen ist und das Schlimme ist ja, dass ihr noch die Verantwortung dafür übernehmt, ja, für den Kunden. Ja. So, das Dach ist schief, naja, haben wir in den AGBs stehen, kann bis zu 10 mm abweichen. Wird ein Vorführfahrzeug. Nee, also das muss passen. Ja.
vor. Ihr habt natürlich AGBs, habt ihr? Natürlich haben wir AGBs, selbstverständlich. So, was steht da so drin Schlimmes? Da steht nichts Schlimmes drin. Das sind die ganz normalen Geschäftsbedingungen, wie man bei uns ein Neufahrzeug, ein neuer Van kauft. Ja, das sind Zahlungsmodalitäten, da sind Gewährleistungen genannt, Widerrufsbelehrungen. Ja, jetzt Abweichungstoleranzen sind da eher weniger genannt, weil die gibt es hoffentlich auch nicht. Gibt's. Ja, gibt's, aber die kann man anpassen. Genau. Sag mal, was steht denn später im Fahrzeugschein drin? Seid ihr da eingetragen? Nein, das ist dann ein umgebauter Ford. Das ist ein Ford Transit Custom nach wie vor, aber umgebaut als Sonder-Kfz-Wohnmobil. Okay. Dann ist im Fahrzeugschein das Dach eingetragen. Es wurde die Sitzplatzanzahl verändert. Wir hatten einen Drehsitz, also eine Drehkonsole eingebaut, die dann eingetragen ist bei uns in den Vans. Ja, und vor allem die Zweckbestimmung des Fahrzeugs hat sich geändert. Weg vom Pkw hin zum Wohnmobil, hier im konkreten Fall. Ist wieder leer. Ja. Andi, es geht hier richtig ins Geld, kartuschenmäßig. Kartusche Nummer 5, oder? 5, sieht aus wie eine Bockwurst. Okay. Power Cure, ist das Ausgabesystem, dieses Power Cure? Ja, genau, so heißt das, ist der Fachbegriff. Ist wahrscheinlich in der Herstellung kostet es nur 5 Cent. Kann sein. Ist egal, ja. Ja. Einkaufen, das heißt, das hält lange, das Zeug, in der Lagerung? Ihr müsst nachschauen, knappes halbes Jahr ist die Halbwertszeit von dem Produkt. Ein bisschen länger meine ich sogar. Klar, wir kaufen dann immer ungefähr für ein halbes Jahr, verarbeitet, kaufen wieder für ein halbes Jahr. Ja, so nehmen wir auch Stückzahlen ab, die das dann auch wirtschaftlich attraktiver machen. Das heißt, es gibt auch einen kleinen Rabatt, wenn du viel kaufst. Ja, genau. Sag mal, es gibt auch ein Weihnachtsgeschenk von Sika ab und zu bei euch? Ja, das läuft wirklich gut mit Sika. Sika selber war bei uns in der anderen Halle zur Beratung. Und da haben sie uns eben zur Verarbeitung von dem Dach den Sika 268er, zweikomponentig empfohlen. Ist nur in der Branche noch nicht ganz so verbreitet, aber Sika selber hat uns hier wirklich einschlägig beraten über mehrere Gespräche. So, flächenbündig wird das verklebt. Das war diese kleine Mulde, die reinkommt. Wenn ich mich ab und zu mal so ein bisschen lustig über deinen Dialekt mache, dann ist es nur deswegen, weil ich es nicht kann. Bitte? Wenn ich mich so lustig über deinen Dialekt mache, ist es nur deswegen, weil ich es nicht kann. Ach, das war die Linie, die ihr eben angezeichnet habt. Die, wo man hinter anzeichnen kann, das ist die hintere Linie. Ja, ich glaube, jetzt weiß ich, warum es hält. Das kann nicht mehr weg. Dachrate. Tja, die Frage der Fragen, fängst du jetzt eine neue Kartusche an? Ja. Er fängt. Du hättest das jetzt noch ein bisschen verreiben können. Ja, es kommt aufs Dach noch was drauf. Ja. Na, liegt dran.
nehme an, du hast doch von diesen Pressen 2, oder? Nein, Das heißt, wenn die kaputt geht, kannst du Wasser ist schlecht. nach Hause gehen. Ja. Aber da sagst du, die waren noch nie kaputt. Nein, die halt. Komm rein, ja. Jetzt mal eine ganz kurze Frage. Die Erstabnahme der Fahrzeuge, das macht die Schwarmgarage schon für euch, oder wie? Das heißt, Erstinspektion und die ganzen Sachen, der Kunde muss nichts machen. Genau, das macht die Schwarmgarage Stuttgart, das machen wir nimmer. Wir haben es auch schon gehabt, dass wenn Fahrzeuge direkt zu uns kommen, dass wir es hier beim hiesigen Händler, beim hiesigen A-Händler haben, erst abnehmen lassen, also Auslieferungsinspektion machen lassen. Und, aber da sind wir nimmer zuständig. Wir kümmern uns um den Umbau dann noch. Und das TÜV-Gutachter, das halt zusätzlich dazugehört. So, vorne aufs Dreieck kommt nochmal jeweils Sika drauf. Aha. Was ist geschehen? Zu. Nix. Da ist bloß eine Zacke in der Düse, dass eine hohe Kante entsteht. Und die hält da oben nicht, die Kante. Er macht das gut? Perfekt. Sag mal, so Sport und so brauchst du dann immer abends, oder? Da brauchen wir nichts mehr. Und so viel zum Thema, ob er auch genug Kleber verwendet. Das ist der. Die Frage ist beantwortet in dem Fall. So, da ist ein kleines Seilchen dran. Das ist für die Antenne. Antenne, genau. Das ist jetzt die Hochzeit. Ich überlege gerade, ob ich außen oder innen filmen. Gut. Gut. Gut schon. Fahr ab. So, jetzt hast du noch wie viele Minuten, bis du es nicht mehr anhängen kannst? Halbe Stunde haben wir jetzt noch. Jetzt müssen wir es vor uns wieder ausgleichen und Ja. den Spoiler spannen. Den Spoiler. Ja. Zu dir. Ja. Andi, komm mal mit. Ja, klar. Und warst du so lange schon mal dabei? Ja, ich auch schon öfters mal mitgeholfen, wenn Not am Mann war, dass man das Dach halt einfach fixiert hat, festgehalten hat und so. Also ich sehe das nicht zum ersten Mal. Nee. Kein Problem, wir heben das Dach nochmal an. Ja, ja. Denn es ist witzig. Ja, jetzt habt ihr das 7000 Mal gemacht. Sag mal hier, dieses Kreppband, da gibt es auch unterschiedliche Qualitäten. Gibt es auch so welche, die, wenn es mal am Wochenende in der Werkstatt war, nicht mehr abkriegst, oder? Ja, die gibt es auch. Und es gibt dann auch hässliche Flecke, die man wieder wegputzen muss und dann beschädigt mir der Lack. Also das geht schon los, dass man das richtige Kreppband hier aussucht. Aber das zieht sich gut ab. Verschiedene Qualitäten, ja. So, klär mich auf. Was ist zu machen? Den Spoiler aufs Dach drauf spannen, dass der Kleber abbinden kann. Ihr spannt das wie? Ach so, mit so einem Styropor. Okay. Irgend so einem Schaum. Kriegst
legst drauf. So. Andi, du weißt, wie viele Leuten du gerade hilfst, Dächer zu montieren? Ja, also es ist auf jeden Fall wahrscheinlich, das Video kriegt einen Lehrvideo-Charakter, habe ich das Gefühl. Ich auch. Und nee, wenn man da helfen kann, warum nicht? So, machen wir ein bisschen Werbung für dich zwischendurch. Wir sind bei Southwan. Das Ganze ist in einer idyllischen Gemeinde im Oberallgäu, in der Nähe von Füssen. Tatsächlich im Ostallgäu, sagt man hier. Im Ostallgäu. Im so. Ostallgäu, bei Füssen in Hopferau, Gemeinde Hopferau. Ja, das ist nicht Oberallgäu. Das ist, glaube ich, das ist Hindelangen-Sonthofen, das Oberallgäu. Ja, genau. Ja. Also das Allgäu, oder das Allgäu ist eigentlich ins württembergische Allgäu, also das Westallgäu, dann großteils ins Oberallgäu, das ist dann Sonthofen. Also ist das Lindau und so, die Ecke? Ja. Genau. Lindau, Leutkirch gehört da dazu, ist nie im Allgäu. Ja. Dann gibt es Oberallgäu. Das startet wahrscheinlich in Kempter oben und geht dann südlich runter. Dietmannsried, Altusried gehört dazu. Und das Ostallgäu dann, das ist dort die Region Füssen, Nesselwang. Dann aber auch ziemlich weit nördlich bis Buchloe hoch. Also Marktoberdorf, Kaufbeuren, Buchloe. Ja. Und wir sind hier in Füssen, also geografisch in Füssen. So, der Florian ist Fachkraft für Spanntechnik. IHK geprüft. Von der Handwerkskammer. Von der Handwerkskammer. Nee, das war ein Scherz. Also es gibt... Kreppband ist hinter dir. Und unter anderem Ausbilder für die Schreinermeisterlehrlinge. Die ihr im Moment nicht habt. Oder habt ihr welche? Nee, also nicht bei uns im Betrieb, sondern der Flori, der macht die schulische Ausbildung. Also der prüft die. Du bist Lehrer. Die Meister. Nein, Du bist Prüfer. ich war Prüfer. Ach, du warst Prüfer. Ansonsten hätte ich direkt gefragt, wo die Garage steht, wo das Bier zu landen hat. Damit die Note ein bisschen besser wird. Das heißt, Das betrifft sie mir nicht wirklich. was war dein Gesellenstück damals? Dein Meisterstück? Meisterstück, das war ein Badmöbel mit einem Waschbecken aus Holz. Und es gab welche Note? Die hat man nie so mitgeteilt. Es gab eine Gesamtnote fürs Praktische. Und wie viel? 1. 1. Ja. Es gab großes Risiko, was er antwortet, ja. Und ich habe schon vermutet, es wird eine 1. Aber viele Handwerker, gerade er, habe ich schon das Gefühl, er hat seine Leidenschaft zum Beruf gemacht. Ja? Ja, das hat er. Und wie wir uns kennengelernt haben, da war ja unten in der Schreinerei noch eine Möbelschreinerei, mal Bäder gemacht, mal auch Fenster gemacht und so weiter. Und jetzt durch das, dass bei uns auch wirklich im Betrieb, dass es so gut läuft, machen wir nur noch Möbel für das Auswählen und halt die Auswählens. Und die Arbeit ist sehr vielseitig. Also da gehört nicht nur das Schreinergewerk dazu, sondern auch viel Metallarbeiter, wie man hier jetzt sieht. Ja, und das alles in allem macht natürlich das Aufgabegebiet sehr interessant. Ja, ich habe immer das Gefühl, dass bei uns, oder bisher immer das Gefühl gehabt, dass bei uns jeder gern arbeitet. Das ist aber nur ein Gefühl. Da bin ich mir sicher. Okay. Glaube ich auch. Also bei 10 Leuten dann auch die Arbeitsumgebung. Ihr sucht keine Leute im Moment? Nee, wir suchen keine Leute. Wir sind, ja, bei uns macht jeder das, was er gut kann. Und ja, unser Team ist vollzählig, ja, passt. Sehr schön, weil viele haben ja Sorgen, Leute zu finden. Aber ich glaube, hier muss man auch einiges an Quali mitbringen. Du musst möglichst versatil sein an dem, was du kannst, nehme ich an. Das heißt, nur ein Gewerk gut zu können, langt dir nicht, oder? Ja, es geht ja hier vom Wasser, vom Heizungsanschluss, Karosserietechnik. Dann hat man, ja, wie gesagt, Heizungen, Aufstelldach, Metall, Holz. Also das sind schon vielseitige Handwerker, ja. Ihr habt euch ihre Sache gut. Ihr habt euch ganz bewusst für keine Gasfesteinbauten entschieden. Das ist, glaube ich, auch, ich sag mal, viele wollen ja kein Gas im Auto. Gaskartuschen ist für euch okay? Gaskartusche ist okay. Das hat halt der praktische Vorteil, dass du keine Gasprüfung machen musst in den Wohnmobile. Mit einer Gasflasche installierst du eine Gasflasche. Oder die ist, glaube ich, gar nicht mehr notwendig. Die ist abgeschafft worden. Ja, das stimmt schon auch. Ich glaube, aber ich bin mir nicht sicher. Ja. Wie wir angefangen haben, da war es auf jeden Fall so, dass das ein Hemmnis war und auch dann viele Leute nicht ganz so von der Gasanlage überzeugt waren. Darum haben wir es mit Induktion dann gleich gemacht. Florian, was ist zu tun? Jetzt ist das Dach noch mit Zwingen zum Runterspannen, dass man da überall eine gute Auflage hat im Kleberbett.
Genau. Das ist das, was du normal mit dem Ponal machst. Ich weiß nicht, ob du das noch kennst. Und Ich kenne es, aber den haben wir so nie verwendet. das glaube ich. Weil Kleben ist im Allgemeinen ein bisschen eine Wissenschaft. Und wenn man die richtig anwendet, kann man sehr viel Zeit sparen. Und Zeit ist Geld und wird immer mehr. Ja, außerdem hält es auch viel besser. Ja. Ist aber krass, was da noch geht, oder? An Spannung. Ja, natürlich. Ist das nicht zu viel Spannung später? Nein, Nein. das ist gut so. Das macht dem nichts. Nein. So, das GFK ist natürlich, Haben die Zwinger nicht. das GFK ist natürlich auch extrem haltbar. Das heißt, da ist ein Gewebe drin. Man sieht das hier schön. Das gleicht das aus. Das kann nicht reißen so einfach, oder? Nein, so einfach reißt es nicht. Und beim GFK ist es so, dass das so immer noch eine sehr hohe Elastizität hat. Es ist nicht meine Schuld, dass er aussieht wie Frankenstein. Das ist seine Bosch Procore 18 Volt Festivallampe, die man auch locker auf irgendwelchen Festivals mitmachen kann. Ja, du selbst, als Kind, war das Thema Betriebswirt schon gesetzt bei dir? Dass du irgendwie in der Schule schon irgendwie Zitronenlimonade verkauft hast? Nein, überhaupt nicht. Ich bin ja später dazu gekommen, eine Lehre gemacht als Industriekaufmann seinerzeit und wollte dann noch weitermachen. Dann hat sich das Betriebswirtschaftsstudium angeboten und ja, dann später, klar, wenn man das studiert und auch sagen wir, Praktikas macht und so, dann bin ich da in den Beruf gegangen und mir macht es nach wie vor Spaß. Ja. Und du bist da geprägt von deinem Vater ein bisschen, betriebswirtschaftlich? Nee, mein Vater ist Landwirt, also wir in der Landwirtschaft. Ja, ist ja auch ein Wirt. Ja, also, ja genau, Land- und Forstwirt. Nee, also nicht von meinem Vater. Du warst aber immer im Wald dann auch unterwegs oft? Ja klar, ich habe viel Mitkäufer früher auf der Landwirtschaft. Ja. Wald und auch, klar mit Fiedern, Kühe. Ja. Was halt dazugehört, ja. So, komm, wir zeigen mal alles. Das hier sind Zwingen von Kilk. Bessay. Zeig mal, Bessay. Weil ich muss das mal filmen. Da oben steht drauf Bessay. Also es wird geschrieben ja. BESSEY. Ist die Artikelnummer AZ91. Absolut zu empfehlen. Ist gut? Ja, sehr gut. Dann soll man auch zum Bringen, ja. Ja. Sag mal. Einfach Auto bringen bis Da zu kriegt man 150 Kilo. ganz einfache Spannung her. Oh, ist das gut. Kannst hochfahren und dann eine Spannung erzeugen. Ja. Ich glaube, das richtige Werkzeug ist das A und O. Ja, das ist A und O. Es macht dann, die Arbeit macht mehr Spaß und klar, es geht halt letztendlich auch schneller. Ja, es gibt ja bei Schreinern nur zwei Farben. Es gibt Blau und Grün. Bei euch ist viel Blau. Das heißt nichts aus Japan, oder wie? Japan wäre ja gar nicht schlimm. Also Japan wenn's hat nicht- gute Qualität, China ist eher das Problem. Ja, die Chinesen bauen, was man will. Warte, ich guck mal hier auf der Lampe, wo die gefertigt wurde, die Bosch China, in China. ich glaube schon. Das ist übrigens ab dem Weißwurst-Äquator heißt es China und nicht mehr China. So, Sie sind da. Hi. So, das Pärchen ist da. Ich darf es mal zeigen. Hallo. So, ihr habt das Fahrzeug mitgebracht? Jawohl. Du bist die? Die Conny? Die Conny. Wir werden gleich mal euer Auto zeigen, mal im extra Video. Ihr seid noch zufrieden? Ja, bestens. Wie von der ersten Minute weg. Genau. Es gab auch kein Geld hier vom Hersteller, dass sie gesagt haben, komm, ich gebe dir einen Fuffi, ihr sagt mal was Schönes. Nee, das habt ihr freiwillig gemacht. Ja, nur freiwillig, weil wir möchten das ja ganz unterstützen, weil wir so begeistert sind. Ja, Gut, das Auto hat ja auch ein bisschen Geld gekostet, aber trotzdem gut. sehr gut. Sehr gut. Okay, werden wir gleich zeigen. Dann, dein Mann heißt wie? Franz? Franz. Gut, wie sollte er anders heißen hier? Die heißen entweder Andi hier, Andi habe ich zweimal hier, Florian heißt der andere, Ja, ja. Franz und du bist die Conny. Jawohl. Passt. VD habe ich auch immer an. Das ist auch lecker, oder? VD? Absolut auch bestens. Du gehst oft in den Berg? Auch, jawohl. Okay. Gerade auch wieder diese Woche. Nur eine kleine Tour, aber das begeistert Aber uns. was ist denn klein für euch? Ach, für uns war es nur der Hausberg, der Pfänder sozusagen vom Bodensee. Fender, den kenne ich, ja, weil
Der Schwager wohnt in Ravensburg, Ja. in Neu-Ravensburg wohnt Ja. er. Und da können wir den Pfänder sogar sehen bei gutem Wetter. Das ist so. Ja. Das heißt, ihr wohnt in einem Gebiet, wo das Leben nicht ganz so billig ist, oder? Ja, also Bodensee-Region ist natürlich schön, natürlich nicht ganz so billig, aber es hat natürlich auch Lebensqualität. Ist da nicht immer nur Nebel zu bestimmten Zeiten? War früher wohl so, aber jetzt zur Zeit, also wir sind jetzt seit gut 10 Jahren haben wir Verbindung zum Bodensee und wir haben ganz selten, ganz selten Nebel. Du stellst abends eine Kerze auf, dann geht's. Oder so. So, komm, wir gehen mal rüber. Bis gleich, wir kommen zu euch. Er hat schon mal kräftig angespannt. Ich gehe mal rein, dann zeigen wir das mal gerade, was er gemacht hat. Der Florian. Ja, hast du eigentlich einen Spitznamen? Florian oder Flo? Flo. Ja, genau. Okay. Oder Papa, Ja, sagt die Tochter, dein Sohn. sagt auch Papa, ja. Ja, mein Sohn nennt mich ab und zu mal Sven. Dann denke ich mir, das war eine ziemlich lange Phase. Okay, nö, also Hat er irgendwie. würde ich denen wieder abgewöhnen, in meinem Fall. Papa. Das Ist ein toller Titel. Das ist schon geil mit dem Spanner. Gut, fertig. Fertig. So, das heißt also nochmal, ich zeig mal gerade. Also 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 Klemmen. Weniger dürfen es auch nicht sein, oder? Nö, nicht unbedingt. Das ist schon eine gute Anzahl. So, und das bleibt jetzt wie lange drauf? Stunde? Nö, das lassen wir jetzt auf Über jeden Nacht. Fall über Nacht dran. Ja. So, dann gucken wir uns das Dach mal von außen an. Für den Laien wäre es jetzt optisch schon fertig, aber für euch ist es noch ein gutes Stück Arbeit. Ihr müsst die Außenfuge setzen, die gucken wir uns jetzt mal außen an. Wer macht die Außenfuge? Überwiegend macht der Andi die Außenfuge. Genau. So, Andi. Andi, ich brauche dich. Du bist der Mann für die Außenfugen. Wir gehen mal zu einer Außenfuge hin. Wir kleben zuerst ab, Okay. die Fuge, dann tragen wir oder auch wieder Sika auf. Okay. Dann wird es abgezogen, dann kommt das Klebeband weg und wird trocknen gelassen. So, wir gehen mal raus zu einer Außenfuge, dass wir das mal sehen. Und wenn du mir mal verrätst, was du da draußen drauf machst für die Außenfuge. Das Sika 221. Sika 221 ist für die Außenfuge. Also nichts irgendwie vom Bad oder so. Nein. Nichts Bad. Denn das Ganze muss extrem UV-beständig sein. Soll nicht aushärten. Genau, und soll dauerelastisch sein. Dauerlastig. Guck mal gerade, ob hier ist keine Markise. Warte mal, wir gehen mal hinten hin, da ist keine Markise. Das sehen wir es, glaube ich, sehr gut. Ja, Fugen ziehen muss auch gelernt sein, oder? Ja, man soll sich aneignen können. Na, hast du dazu ein Werkzeug, um Ja. die zu ziehen? So. Ist die gut geworden hier? Ja, die ist sauber. Das ist erkennbar. Die haben gar nicht mehr gemacht. Die haben es in Bayern gemacht. Okay. Aber der wird immer gleich sauber. Das ist in Ordnung. Ja. Wird sie gelten lassen. So, das Genau. ist aber auch gar nicht so schlimm. Wir haben ja gesehen, also egal was passiert, Wasser kommt da nicht mehr rein. An mehreren Stellen habt ihr abgedichtet. Genau, es ist immer doppelt abdichtet. Das ist halt. So, oben die Antenne habt ihr auch verfugt. Die ist auch verfugt, ja. So, das Ganze ist rundumlaufend. Ja, genau. Und so sieht es dann aus, wenn es fertig ist. Ja, heute haben wir es mal gezeigt. Hat ziemlich lang gedauert, muss man sagen. Trotzdem werden wir es in ganzer Länge zeigen, weil die Leute doch mal sehen sollen. Und ihr seid Profis. Ja. War das jetzt schnell oder war das normal? Ja, mit dem Aufbau, wenn man sich Zeit lässt, muss man seine Zeit immer rechnen am Tag. So, wir sind durch. Ja, jetzt sind wir soweit durch. Florian, heute am 26. März 2022. Warum machen wir das Video? Wir sind bei Southvan. Wir wollen einfach mal zeigen, wie ihr arbeitet. Ihr empfehlt, dass man es nicht selber macht, weil das ist doch, wenn man es noch nie gemacht hat, du hast das erste Dach ja eingebaut. Du Ja, auch unter Anleitung von jemandem, der es schon öfters gemacht hat. Gut. Genau. Und dann irgendwann mal ist es so ein bisschen wie in die Schule gehen, kann man sagen. Oder wenn du ein Auto folierst, das noch nie gemacht hast, ist das erste Ergebnis oft Eher nicht so. nicht so. Und das Problem ist ja, dass die meisten ja keine 20 Autos bauen, sondern oft nur eins, nämlich das eigene. Genau. So. Ja, dann. Ihr baut keine Dächer ein. Also wenn ihr das jetzt seht und sagt, ich will nur ein Dach haben, das gibt es hier nicht. Die bauen nämlich fix und fertige Fahrzeuge ein. Das ist jetzt hier ein Allrounder. Hier steht sogar ein Motorrad drin, das werden wir gleich noch zeigen. Da ist das mit drin. Das ist
Ravensburger Kennzeichen, ein Southern Camper. So, ich komme gleich zu euch, wir machen einen Cut. Ich wollte das nur gerade mal zeigen. Das ist euer Stück, hat der Namen? Jawohl, Wie heißt er? das ist unser Free Willy. Free Und Willy. Fahrzeuge, die man über alles liebt, die haben einfach einen Namen. Bon Voyage. So, ich habe heute Nacht ja genau in dem gleichen Modell geschlafen. Ja. Ja, es war unten ein bisschen hart, aber die sagen, okay, Topper nehmen, gibt so Gel-Topper mit allem drum und dran. Jawohl, das haben wir auch hinter parat liegen. Und oben drinnen, wenn man dann im Aufstelldach schläft, also wir waren letzten Sommer 3 Wochen am Stück unterwegs und wir haben geschlafen 10 Stunden am Stück. Es war so erholsam. War richtig. Das ist ja gar nicht so gesund im Alter, 10 Stunden. Ich bin ja auch schon weit über 50. Ja. Hat der Arzt gesagt, so nach 6 Stunden aufstehen. Nee, aber 10 Stunden, ihr seid auch erholt hier dann? Ja, das hat unheimlich, sag mal, einen hohen Erholungswert, weil man ja quasi an der frischen Luft schläft. Ihr steht frei immer? Ja. Also nichts Camping? Ja, ab und zu mal ein Womo-Stellplatz, aber man kann ja sich überall niederlassen, sage ich mal. Überall, ja, in Häkchen. gehalten. So, wir sind bei Southern. Das ist euer Tisch, den habt ihr uns eingelassen. Da habt ihr noch eine kleine Matte, habt ihr geschneidert, habe ich gerade gesehen. Jawohl, da Fürs müssen wir ein gutes Stüble draus machen. Stüble? Ein Stüble. Ein gemütliches Stüble. Sehr schön. Du bist jetzt nicht aus Bayern, oder? Du kommst aus Aus Baden-Württemberg? Württemberg. Württemberg. Ja. So, komm, wir zeigen mal gerade das Auto. Das ist jetzt ungefähr wie alt? Das ist schon knapp 3/4 Jahr alt. Halbes, 3/4 Jahr ist es alt, ja. Gut, und hier kann man eigentlich all das sehen, was wir eben gesehen haben. Ja, vielen Dank fürs Einschalten. Du bist der Andi, mit vollem Namen. Andreas Greck. Hast du nur einen Vornamen oder mehrere? Ich habe nur einen Vornamen. Konntet ihr nicht mehr leisten damals? Oder? Ist so, hier in Bayern hat man nur einen. Muss meinen Vater fragen, ich weiß nicht. Der heißt auch Andi. Nee, der heißt Matthias, aber der hat mich Andi genannt, weil der Andreas Brehme 1990 zur Weltmeisterschaft den entscheidenden Elfmeter verwandelt hat. Quatsch. Darum heißt ich Andreas. Ja, anscheinend. Sagt man. Das war wahrscheinlich der Zeitpunkt, wo du gezeugt wurdest. Ja, ich guck mal gerade, da sind wir. Der hat natürlich richtig schöne Ausstattung. LED hat er. LED hat er vorne drin und einige Extras, werden wir ein extra Video machen. Vielen Dank fürs Einschalten. Das war ein Report, wie montiere ich ein Ausstelldach 2.0. Danke, ciao.